Okay. Fallout 4 Speedrun. So, we have finished 4 of the 5 games, but we're halfway there. Fallout 4 is the big one, and man, is it... Whoa. There are a lot of ways to deconstruct this game. Some may like to use the word overstratted. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, ob wir hier vielleicht noch was lernen, das wir noch gar nicht wissen. Wir wissen ja, dass Fallout 4 sehr weirde Physik hat und so weiter und so fort und sehr viel komische Glitches. Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass es ursprünglich im Spiel einen Glitch gab. Den konnte ich allerdings leider damals nicht mehr reproduzieren, weil er da schon gepatcht wurde, dass man, wenn man in Deckung geht, ne, ich glaube, viele wissen nicht mal, dass das Spiel ein Deckungssystem hat, aber wenn man in Deckung geht und dann irgendwie... Ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war, aber du kannst quasi den Zustand von in Deckung sein hinauszögern und mitnehmen, woanders hin im Spiel. Und dann quasi die Aktionstaste drücken, dass du aus der Deckung rausgehst, obwohl du gar nicht mehr in Deckung bist. Und dann versteht das Spiel nicht mehr, wo du sein sollst, weil eigentlich müsstest du da sein, du bist aber da und solltest jetzt hier aus der Deckung gucken, hä? Und dann teleportiert es dich irgendwie durch irgendeinen verrückten Algorithmus an irgendeine Stelle und das kann man eben ausnutzen. Hey, Dankeschön, Eldan Camillo, fürs weiterhin fürs weiterhin abonnieren. 9 Monate schon am Stück, Dankeschön. Und habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört? Habt ihr es wirklich gehört? Also als Test auch, dass jetzt Nachrichten von euch auch vorgelesen werden können. Hat man gehört? Sehr cool. Schön, freut mich. Okay, müsste auch bei den Bits funktionieren, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wie das funktioniert, dass man Nachrichten schreibt. Aber ihr wisst das vielleicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber man kann wohl, wenn man Bits spendet, auch Nachrichten dazu schreiben. Und die sollten vorgelesen werden. Ihr seht schon, ich kenne mich voll aus hier. I'm one of those people. Es ist halt doch, YouTube ist halt meine Hauptplattform, ne? Auf Twitch bin ich halt nur als Gast ab und zu mal. Als Tourist. Some water first, because I'm going to be talking a lot here. Yeah, so this game is both like the longest in the anthology, and it's also one of the most like involved and convoluted. There's going to be a lot of stuff going on. Yeah. How did New Vegas go, Shero? That's pretty good. I'm surprised you got that reload dash at the TAM. That's Yeah. really good. All right. So the first very important thing, game's played in French. Also, we have to play as the canon Nathan In Französisch diesmal, okay. Nora, which is preset 3 for both. It's the Asian and the redhead. It's canonical, okay? So we do that. Again, so these games also, by the way, have all been limited to 60 FPS, in this, as you can see in this top right corner. The reason for that is because the physics of the 3D Fallout games are a bit unreliable when you play at higher FPSs, especially Fallout 4. All of the physics in... Das ist was, das verstehe ich nicht. Das muss mir irgendwann mal vielleicht jemand erklären, aber das checke ich überhaupt nicht. Dass es einen Unterschied gibt, wie Spiele funktionieren und wie sich Bugs ausnutzen lassen und so weiter und so fort, je nachdem wie hoch die Framerate ist. Dass manche Spiele funktionieren scheinbar fundamental anders, wenn die Framerate recht hoch wird. Verstehe ich nicht, weil das sind doch nur Bilder pro Sekunde. Sollte das irgendwie, warum beeinflusst das, wie 3D-Modelle und Physik miteinander interagiert? Aber gut, ist halt so. Fallout 4 are tied to the FPS. So if you play at a very high FPS, then like you'll Das Intro muss einmal Speedrunner doch in den Wahnsinn treiben, oder? run really fast. And that's a bit unfair to people who can't afford PCs that run games at 240 FPS. So as a community, we limit our frame rate to 60, so it's all fair and whatnot. And this game is, all the other games... Guck, das finde ich aber cool, oder? Das finde ich aber wirklich cool, dass die Fallout Speedrun Community sich darauf geeinigt hat, dass man Spiele einfach auf 60 Frames spielt und fertig. Weil man könnte sich einen Vorteil verschaffen, wenn man irgendwie mit 200-300 Frames spielen kann, weil dann die Physik komplett durchdreht. Aber die sagen, nee, es sollen alle die gleichen Chancen haben und nicht nur Leute, die sich Mörderrechner leisten können. Deswegen spielen wir jetzt alle auf 60 Frames. Das ist doch cool, oder?
Okay, 1 and 2 are a bit complicated. Fallout 3 and New Vegas are run on the most up-to-date version of the game. This is ran on a really old version of the game. It's actually the first patch version of the game, which is patch 1.1.30. And we do that because of 2 glitches. One is called cover sliding, which is it used to be a huge part of the run. It's really minor now, and if you don't do it, you'll lose like 10, 15 seconds. Genau, das Cover-Sliding ist das, was ich gerade versucht habe, mehr oder weniger zu erklären, ohne dass ich wirklich Ahnung habe. Ich weiß, dass das aber recht früh gepatcht wurde. So it's no big deal. Aber das werden wir bestimmt noch sehen. I'm just killing time, by the way. Yeah, you're really good at opening and closing that door. It's impressive. Honestly, probably a third of my time playing this game has been like that. He's just using science in the door. Yeah, exactly. But yeah, so one of them is cover sliding, a very minor part of the run. The other thing, though, are vendor glitches. We do 2 different vendor glitches in the run to buy items because we're not going to have a lot of caps. And those were patched out. Everything else, though, is, as far as I'm aware, is still in the game. Item physics is a little... Aber das ist interessant, ne? Der hat gesagt, dieser Deckungsglitch ist nur ein ganz kleiner Teil des Runs. Also ich bin scheinbar bei weitem nicht mehr auf dem neuesten Stand. Bit differently with how we do some clips later on, but it's still all very doable. Bei Resident Evil 2 der Birkin-Kampf mit dem Messer. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst damit, aber es gibt tatsächlich eben auch Spiele, auch in Resident Evil 4 und bestimmt auch andere, wo Nahkampfwaffen mehr Schaden machen, wenn die Framerate höher ist. Genau, ne? Mit den Frames per Second habe ich mir gedacht, dass das auch bei Resident Evil 2 so ist. Und dass dann eben so ein Nahkampf-Slash irgendwie plötzlich nicht mehr 40 Schaden macht, sondern 4000 Schaden, wenn man die Frames irgendwie lächerlich hochschraubt. On current patches. So it's just the vendor clips, vendor stuff, and the cover slides. But I don't blame Bethesda for not patching these things, because there's no way in the world you would be able to find most of these things unless you're a speedrunner. So do our stats real quick, and Chocolate Team will set out on its final adventure. Merci encore. Et trésor? And for our stats, we maxed out endurance, agility, and dumped the rest into luck. We did a lot into endurance because of... Oh, I did that early, my bad. We put all into endurance because endurance decreases the draining rate of your AP bar. So, okay. Nora's missing. It's because I messed. There we go. It decreases the draining rate of your AP bar, which is good. That means we can sprint more. Agility increases the total amount of action points we have. It increases your AP bar. So that means you can sprint more. That's good. Luck doesn't matter. The last 2 points don't matter. They wouldn't affect the run anyway at all in whatever special stat we put them in. So we just dump in the luck because they're the fastest physically to put them in. Aha, okay, ich verstehe. Klar, Agilität macht natürlich sehr viel Sinn, damit die einfach schneller sind, mehr laufen können und so weiter und so fort, mehr Ausdauer haben und die 4 Punkte Glück, da habe ich mich eben schon gefragt, was es damit auf sich hat. Und das tatsächlich eben wirklich nur, weil es schnell geht, weil der nur einmal nach unten und 4-mal nach rechts drückt und dann sind die restlichen Punkte verteilt, aber das spielt gar keine Rolle. Also, while I wait, I need to launch up. There we go. I need... Ignore that. There we go. Okay, I just needed to launch something real quick to run in the background. Pretty much, yeah, so those are our stats. The bombs are about to drop, and in the canon of the speedrun, we're going to run at breakneck speed outside of the door. We're going to jump over a hedge, leaving our wife and child behind. But if you listen closely, she's right behind us. Listen, wait, I believe she speaks here. Maybe not. I guess there's nothing. Das macht das Intro echt noch viel lustiger, oder? Dass er sofort panisch aus der Tür stürmt und durch die Hecke durch und durch den Garten und lässt die Familie einfach hinten stehen. Das ist schon sehr gut. Oh, why? But yeah, we just breakneck speed up to this guy. When we talk with the officer, if we mashed E to talk to him again at the end of when he was saying list, and it skipped his next line of dialogue, which is nice. And now, here's where the glitch explanations begin. There is a lot to explain right here. First is something that I've started calling Clive. Thank you, guy in the YouTube comment who commented about this the other day, because it's a great name for it. Clive stands for Clip Into Vault Elevator. If you spam escape as the elevator is lowering, you go through the floor. We're not going to do it as we enter. We're going to do it pretty much when we're not going to do it in this part. We're going to do it right after this loading screen.
and that'll make it so we fall through the floor and can enter the vault early. Das sind so diese Strategien, ne, mit denen die ein paar Sekunden nur sparen, dass er jetzt gleich durch einen Aufzug durchfällt. Oh, it might have been too late. Please. Oh, it's so late. That was so late. But yeah, pretty much if you do this in time, Er war zu if langsam. you do that in time, you can walk through this grating and it's pretty funny. But I guess, well, yeah, oh, I'm sorry about that. Anyways, so Aber das ist immer geil. Das sind diese super schweren und spezifischen Speedrun-Tricks, die dann irgendwie halt 3 Frames am Schluss irgendwie retten. Aber so ist das halt, wenn man der Allerbeste sein will, der jemals vor einem war. Hä? now's on to the more fun glitch explanations. There are 3 big things I gotta explain right here. The first thing that I need to explain is item clipping. Pretty straightforward, pretty standard for games with item physics. You grab an item, you put it under you, you walk backwards into a wall. Either you move up or you move through the wall. Lensen, Dankeschön fürs Folgen. Hallo und willkommen. Schön, dass du dabei bist. So we're gonna be doing that a lot. The first ones that we're going to be doing involve traffic cones, and we call those VLC clips. So that's the first big glitch. You'll see that it's pretty straight. When you see it, you know what's happening. The second thing, you won't really know what's happening, what's going on. It's called punch warping. Pretty much, you try and melee attack something in VATS, but if you're standing in a weird spot, the game will store the coordinates of where you were standing if you do certain inputs in the right timing, and then the next time you attempt to melee attack something in VATS, you teleport it back to that location. So you'll see me doing that. And now, this is the difficult glitch to explain. So I hope this is visible. So. Ach guck, da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal oder so schon drüber geredet. Ich glaube, das ist ein Modell davon, wie Bethesda die Maps baut. Hi Sascha. Und wie quasi eine unsichtbare Box um die Box rum existiert, die einem zurückteleportiert an den nächstmöglichen Punkt. Aber man kann eben auch die unsichtbare Untergrundbox verlassen und dann wird's richtig crazy. Aber der wird es jetzt eh nochmal ausführlich erklären. This is the vault. This top level is the vault, okay? And this is us. This is Chocolatine, okay? So Chocolatine, this is the COC point. We talked about this earlier. The COC point is the part where when you fall out of bounds and you hit the COC plane, this is the COC plane. You hit the COC plane, you get sent back to the COC point. And this is the elevator that we rode in on in the vault, okay? So normally, you walk around the vault, you ride the elevator up to the top, and that puts you into the load zone, and that sends you out of the vault, okay? So, normally, that's kind of slow, riding an elevator up. So what if we were able to go underneath the elevator and COC on top of it? Interesting, I know. Doesn't make sense? I'll explain it. So instead of, in Fallout 3 in New Vegas, whenever you fall out of bounds, you get sent back to the COC point. 4 is a little different. If you fall directly underneath the actual playable area, you get upwarped. You get sent directly above where you hit the COC plane, okay? So, theoretically, if you land directly underneath the elevator, you'll get sent to the top of the elevator, since that's an upwarp. You go to the next thing you can walk on that's like highest up. So, that's ideal because that would load us immediately. However, it's very difficult to go from here to here very quickly, and you fall pretty quick. So, that's why we do something called COC2. So, there's a second, the COC plane has an extent. There's an actual finite edge to it. So if you go farther out, you're gonna fall forever. Bad luck for you, bud. No, good luck. There's a cell floor, okay? There's an actual bottom to the area we're playing in. So if you fall all the way down, hit the cell floor, you get COC'd back. So our goal is to get on the roof of the vault, jump outside of the COC plane, go back underneath, fall directly underneath the elevator, hit the cell floor, get upward all the way back up to the elevator top, enter the load zone, skipping, riding the vault elevator up. That saves around 40 seconds. It takes much longer to explain than it does to save time, but it's really cool. But also, falling from here to here takes a while. So we quick save, quick load, and that skips the fall. So I'll kind of walk you along with it while I'm doing it. Sowas finde ich immer, ich finde das einfach echt faszinierend und echt lustig. Erstens, wie die diese Spielmechaniken durchschauen und wie sie dann auch quasi
rausfinden, wie man das nutzen kann, um schneller zu werden in dem Spiel und wie wenig Zeit das dann tatsächlich spart, wie vorher schon gesagt, ne? Es ist schon alles sehr faszinierend, finde ich. Das ist so eine Speedrun ist so eine ganz, ganz interessante eigene Subkultur, von der ich leider nie Teil sein kann, weil ich nicht der Mensch dafür bin. Aber ich schaue es mir sehr gerne an und bin fasziniert davon. So here we go. We're about to gain control. We're about to do all that random shit I just talked about. Here we go. All right, all right. Aber immer wieder das Gleiche machen, wäre für mich die Hölle. Hey, Swedish Steel, hallo. Yes, we're ready. Willkommen. All right, so we gain control. First things first, we're going to run to the right. We're going to ignore our dead spouse. We're going to pull out our fist because that skips a weapon taking out animation. We have to go over here, not to the cone first, because we need to grab a security baton. Security batons enable VATs. It's a basic attribute of weapons. Now, then we're going to grab this traffic cone, and then we're going to walk backwards, and we're going to clip Guck mal, das kennen wir, ne? Das habe ich damals in meinem legendären Glitch-Video auch vorgestellt. Das habe ich sogar in meinem Hardcore-Run mal tatsächlich nutzen müssen. Normalerweise hätte ich ja da keine Cheats oder irgendwas benutzt, weil da macht man sich ja seinen Hardcore-Run kaputt. Aber das war irgendwie so, dass Dogmeat verletzt war und ich musste den mit einem Stimpack heilen, aber Dogmeat ist irgendwo ganz blöd hochgeglitscht, wo er eigentlich nicht hin sollte und dadurch wurde er verletzt. Es war irgendwie bescheuert. Ein Bug im Spiel hat verursacht, dass Dogmeat an der Stelle verletzt war, wo er eigentlich nicht sein sollte und ich konnte ihn nicht retten. Und dann musste ich auch diesen Glitch benutzen, den Aufzug-Glitch, wie ich ihn genannt habe. Dass man irgendwas unter sich hält und daran dann nach oben klettert, weil das Spiel denkt, okay, du stehst auf irgendwas und hältst es gleichzeitig und dann rutscht man einen Pixel nach oben und zieht das Ding mit und rutscht wieder nach oben. Ne? Es ist ein lustiger Trollphysik-Glitch, den man auch tatsächlich gut nutzen kann manchmal. Next room, and then we're going to grab another traffic cone because they don't go through walls with us. We're going to walk over to here, stand behind here, stand kind of funny, try and target this rad roach and Vats, wait for him to respond because he took a while, walk over to here, miss the jump, go up here, and then we're going to quick save because this might get messy. We're going to clip straight up onto a very narrow wall. We're going to make another quick save. We're going to jump to here. We're going to make a safety save just because this is GDQ and we don't want things to go wrong. We're going to do this. Oh, we're going to miss it. We're going to miss it barely. Intended RNG manipulation. Here we go. We're going to make the jump this time. We're going to jump again, do this weird pixel walk, go past the COC plane, turn back around, go underneath, try and hit the COC2 plane. Hit the COC2 plane. Wow. Skipping the elevator. Way to go, man. That was incredible. Tiny water. Das ist schon lustig, ne? Das alles, um die Aufzugfahrt zu skippen. Aber ja, so kann man das Tutorial schnell hinter sich bringen. He wasn't too close to the elevator there. If that ended up happening, he would have hit like a bit of a cutscene, right, Tomato? It would send us back to outside of the. We would go back to the normal COC point, so we get sent back to where we started, outside of the vault elevator. So now we get to trigger a punch warp. Now I may have downplayed punch warps earlier and said, yeah, coordinate to coordinate. Oh, this is simple. No, it's really broken because what we can do now is attack this rad roach. And then just hold S because that will upwarp us to the correct spot. And this will put us, let's make sure it does it right, puts us under the map. Nice. In the middle. Okay. Was ist gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Habt ihr das verstanden? Ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun, dass er in der Vault schon mal diese Red Roach attackiert hat, ne? Und dann hat er irgendwas gemacht, irgendein Bewegungsmuster, das das Spiel verwirrt hat. Und als er jetzt die Kakerlake draußen anvisiert hat, dachte das Spiel so, okay, jetzt visiert er wieder die Kakerlake an. Aber irgendwie ist er ganz woanders. Der müsste ja eigentlich in der Vault sein und dann weiß das Spiel nicht mehr, wo sich die Spielfigur befindet. Irgendwie sowas ist es, ne? Ich glaube, ähnlich wie dieser Deckungsglitch. So habe ich das verstanden. Of the map, and then we get upwarp to green tech genetics, which is like almost the dead center of the map. So now we have green tech genetics discovered right there, which is the location we need to come back to later. And we're like a million miles from Vault 111, which is really cool. I made a quick save as soon as I discovered Vault 1 or Green Tech Genetics because I'm going to do a glitch called load warping. I'll explain that later. All you need to know is that it will pretty much, remember save warping in Fallout 1 and 2? It's that, except in Fallout 4. So we're gonna do that a lot in this game. First though, I need to make a save inside of this sewer and then load it from the main menu. And the reason I'm doing this is when you load a save that was made underwater from the main menu, you load in at the top of the water. And that
is out of bounds. So now we swim over here. Hey, das ist ja cool. Das ist was, das kann jeder nachmachen. Ein Wasserkörper suchen, ein Gewässer suchen, das an eine Decke anstößt, wo es keine Oberfläche gibt, an die man schwimmen kann, und dann speichern und neu laden und man ist out of bounds. Wenn es nicht schon gepatcht wurde, wie er anfangs gesagt hat, spielen die eine ältere Version. Wait for it. We rub along this pipe. Wait for it. We have the last quest in the game. So, now that we have the last quest in the game, we can finish the game, right? No. We have to enter the Institute first. And to enter the Institute, you need to build a teleporter. There's a lot that takes, you gotta do a lot to get there. And we don't have a lot on us because we're kind of broke. We just left, we just saw our wife get killed and we left the vault. So we need to do some shopping. And as I mentioned earlier, there are a couple of vendor glitches in this run. So the first thing we're going to do is we're gonna go shopping and we're going to buy a bunch of frag. Hey, es ist so crazy. Es ist so crazy. Schaut euch das bitte mit dem Eimer nochmal an. The first thing we're going to do is we're gonna go shopping and we're going to buy. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wie nebenbei, der erzählt so, nebenbei nimmt er den Eimer, hält ihn nach unten und katapultiert sich 2 Meter, 3, 5 Meter in die Luft. Als wär's nix. Ich habe ja diesen Glitch selber öfter benutzt und auch vorgestellt und sowas, und der ist tricky. Der ist tricky. Das ist nicht so einfach, wie das mit dem aussieht. Oh mein Gott, ey. Und der macht das so nebenbei. A bunch of frag mines because you can target frag mines in VATS, which means you can melee attack them in VATS, which means you can set up punch warps anywhere, and you don't have to rely on enemies, which is fantastic. So we're going to do that. We're going to buy a gun for us to use because we need to fight. We're going to buy some armor pieces that increase our speed and endurance. We're going to buy some stim packs, hopefully buy jet, hopefully buy a biometric scanner. Pretty much, we're going to buy a lot of things. And we're also going to enter Good Neighbor in a totally intended way through this back alley. So, where to begin? First thing we're going to do is do the vendor glitch to get caps. We need caps, but instead of caps, we're just gonna get a ton of store credit by buying a bunch of one ammo type, sell back one of it, sell back the rest, and then it'll lock one solo round in our inventory that we can sell over and over and over. And if we sell Den Glitch kenne ich tatsächlich auch noch. Das ist aber auch schon lang gepatcht, glaube ich. about a third of the original stack back to the vendor, then you'll see what happens. You'll just, it takes a second. Just chocolatine, let's go. So I'm going to buy all these 38. I don't need the 44. I'm going to buy, there we go. Meant to do that. Did not mean to do that though. Let's see. There we go. Okay, so I'm going to sell back one of these. Then I'm going to sell back a lot of them. Then I'm going to try to buy a lot of them, but it just sells even more. So now we have a ton of store credit. I'm going to buy the gun and ammo, going to buy some armor, going to buy frag mines, going to buy some pistols for clipping, confirm that dialogue. Now we're going to sell that armor we just bought to Daisy. Durch das Loch in der Wand durchhandeln. Ja, das ist schon lustig. We're going to sell those, buy a different piece of armor, look for jet, doesn't have it, I'll grab it later. Buy stim packs, look for biometric scanner, doesn't have it, I'll grab it later. So I'm going to quick save, got caught. That's fine, I made a quick save. I'm going to steal the Fat Man, steal the mini nuke, make a quick save, load the save I made in the sewer, but then I'll have to quit back. It'll load me out of bounds because we just went over that, that sometimes happens. So I have to reload it again, and this will put me in the actual save location underwater, and then I will swim backwards into the loading zone, which will make the screen fade to black. During the fade to black, I pressed quick load. So right now, I pressed quick load. This will load me on the other side of that loading zone, but I'll be the character from the quick save. So I'll be the person who just stole the Fat Man and mini nuke, and all of Good Neighbor is very angry with them. So it pretty much is a way to teleport your person to the locations of old saves. Ich verstehe. Das ist so crazy. Oder deswegen mag ich Speedruns so. Das ist für mich so magisch irgendwie. In dem Moment, wo das Spiel die Figur an einen anderen Punkt laden will, eine neue Map lädt quasi, ne? In dem Moment drückt der auf Quickload. Und dann lädt das Spiel gleichzeitig den Quickload und die neue Map und ist verwirrt. Und dann wird plötzlich der Charakter aus dem Safe Game in die Map aus dem alten Safe Game geladen. Und das ist Magie für mich. Das ist einfach nur Tech Wizardry. And yeah, it'll get really interesting. And that's just to like pass your inventory to a certain location. Yes, Tomato. yes, exactly. Our inventory and all quest statuses. So we're still the character who has the nuclear option,
we were still a character who did everything that the one going to Good Neighbor did. Weil da könnte doch alles passieren, theoretisch. Da könnte doch alles passieren. Aber gut, mein Gott, in vielen Spielen passiert wahrscheinlich alles und nicht alles ist nützlich für Speedruns. Aber, ja. That's not the right thing. There we go. No. I like your, Echt schade, dass Fallout 4 nie Unterwasser-Content bekommen hat. Oder angeblich, wenn man den Gerüchten so glaubt, die damals im Umlauf waren, hätte es ja Unterwasser-Content geben sollen. Tatsächlich gibt es ja einige Quests, gestrichene Quests und so weiter, die noch in den Games filed sind, die andeuten, dass es tatsächlich Unterwasser-Content gegeben hätte sollen oder so ähnlich. Hi Gesichtsbob, wie geht's? Und ich hätte es geil gefunden. Ich habe mir das schon immer gedacht. Ich habe wirklich viele 100 Stunden in das Spiel gesteckt. Und für Videos auch bin ich auch mal einfach den Meeresgrund abgelaufen mit meiner Powerrüstung. Wollte mal gucken, ob man irgendwo interessante, coole, lustige, nützliche Sachen findet. Aber leider ist der Meeresgrund ziemlich langweilig. Man findet nicht wirklich viel Interessantes. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da, während ich quasi so unter Wasser rumgestampft bin, habe ich mir gedacht, ach und jetzt, weißt du, irgendein Modul für die Powerrüstung, dass man ein bisschen klarere Sicht hat unter Wasser, eine Harpune, irgendwelche Gegner, Unterwasserbasen, Kuppelstädte, es wäre der Hammer. Man hätte so viel machen können mit einem coolen Unterwasser-DLC. Vielleicht auch so ein Unterwasser- Jetski, Propeller, Jetpack, Rucksack für die Powerrüstung, was weiß ich was. Unglaublich viele Möglichkeiten, schade, schade. Wie hätte die Quest denn ausgesehen? Oh, ich kann es dir nicht mehr sagen. Warte mal ganz kurz. Ich schau mal, ob ich schnell finden kann, wenn ich es hier einfach mal google. Die verschollene Unterwasser-Quest. Okay, guck mal, ich habe ein Reddit gefunden. Da hat jemand alle Informationen über die gestrichenen Unterwasser-Quests aus Fallout 4 gesammelt. Bla 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 bla. Guck, Link. Genau. 20 Leagues Under the Sea. Also quasi eine Anspielung an den Jules Verne-Roman. Ich glaube, es ist Jules Verne, oder? 20 Meilen unter dem Ozean. Und hier, ich kann es euch schnell zeigen, sieht man nämlich auch ein Icon, das mit dieser Quest mitgeliefert wurde. Und das sieht halt verdächtig aus, ne? Also, ja. Schauen wir mal. Sea Walk. Ach, guck mal, das sind ja richtig viele Informationen, die wir hier haben. Das wusste ich gar nicht. Nachdem man das Yangtze U-Boot repariert hat. Okay. Arrival. Und dann kommt man wirklich in der Unterwasserbasis an. Das hat richtig... Ist so viel wirklich in den Games-Files drin, oder... Das muss ich mir mal genauer anschauen. Seawalk würde mich auch interessieren. The player would cross the generator room. The weren't already wearing power armor. Ah, okay. Aber das sieht so aus... Okay, das sieht so aus, als würde man zwar da auch mal über den Meeresgrund gehen, aber das ist quasi nur so eine kurze Passage von einer Unterwasserbasis in die andere. Also das wirkt auf mich eher so, als wäre das eine relativ normale Mission gewesen, wo man halt mal kurz über den Meeresgrund geht, aber ansonsten alles schon in Innenräumen, in der Unterwasser-Vault quasi stattfindet. Okay. Trotzdem, dennoch, wäre Unterwasser-Content schon sehr, sehr nice gewesen, finde ich. Naja, werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ich bin gespannt, ob Starfield Unterwasser-Content kriegt und ob Fallout 5 in 30 Jahren oder so Unterwasser-Content hat. Hey, Fallout 5 wird schon von der KI gemacht, glaube ich, oder? Da können alle, die jetzt Fallout 4 gemacht haben, sind da schon in Rente und dann sitzt eine KI dran, die alles macht. a pink wristband. Thanks. Hallo, Kater. Hey, bis dahin, bis in 30 Jahren haben wir hoffentlich alle KIs. Und dann gehen wir zu der KI und sagen, hey, mach mal bitte für mich ein funktionierendes Fallout 5 Spiel. Aber das Hochlevel-System soll ein bisschen rollenspieliger sein und die Dialoge sollen ein bisschen eher geschrieben sein wie in Disco Elysium oder so, ne? Und dann hat man eine halbe Stunde später ein fertiges Spiel und es ist großartig.
Hoffe ich zumindest, dass wir das noch erleben. Alright, that should be everything. I had to bind everything now. Canon ist das dann nicht. Was Canon ist, bestimmt der die Lizenz gekauft hat. Aber whatever, who cares? And now we're going to go and set up a punch warp in a pretty precise standing location. Because it's going to more or less lead to us corrupting our save in a bit. And that's where things get even more interesting. If you thought that invisible planes and stuff... Oh, okay, good thing I made a quick save. If you thought that invisible planes and hitting cell floors wasn't enough, just you wait. Oh man, all right. Sometimes you just fail a jump. Okay, sometimes you forget to jump. There we go. All right, so the most difficult, we're going to, all right, so real quickly, I'm going to make a save as soon as I throw this frag mine to save time later. Ich verstehe. Der hat sich jetzt hier quasi einen Custom-Teleportationspunkt gebaut mit diesem Wets-Glitch. I have 9 frag mines. Deswegen hat er die Mine mitgenommen. We're fine. Yeah. Okay, so I made that save because I'm going to be setting up a lot of punch warps in that very specific location. You'll see why. Pretty much we need to corrupt our save over and over. So, I keep saying you'll see why. I feel like it's being overused at this point, but you'll see why. So here, we're going to do a different vendor glitch. And this one is a bit more simple than the whole stack underflow overflow thing. We're just going to talk with Deb. And we want to buy this armor from her, both of these, but very expensive. So we're going to put one of our pieces in her inventory, press confirm and grab at the same time, and then we can trade anything of any cost with anything of any cost. Das ist so ein bisschen auch wie die Bauglitches einfach, wie es beim Bauen, beim Zerlegen funktioniert hat. Dass man einfach gleichzeitig, oder besser gesagt ganz kurz hintereinander, scrappt und... Was war's? Was hat man damit gemacht? Scrappen und in die Kiste legen. Genau das war's. Gleichzeitig in die Kiste legen und scrappen. Und dann legst du quasi das Item, das du gerade gescrappt hast, in die Kiste, aber gleichzeitig kriegst du das Material fürs Scrappen. Da Fallout 4 war so kaputt, das Spiel. With her. Und ist es immer noch. So there we go. Both items. I'm going to equip them real quick. Wait, that's not right. I'm going to bind them real quick and then fast travel to Green Tech Genetics, the location I just discovered. So now I have a chest piece bound. I have 2 legs bound. What do? Well, the chest piece gives us +1 endurance. The legs each give us +10 movement speed. So right now we're sitting at 11 total endurance plus 20% movement speed. That's going to be important because we're going to pretty much be doing a glitch that allows us to re-equip those while we're already wearing them. And that's where corrupting our save comes in, and that's called heck warping. We're gonna be doing that once we get to Diamond City, Fenway. First, we have to swim across this river to get there. Pardon me. So, how do we even begin to explain this? So what's the purpose? The purpose, go fast. It makes you run really fast, and it gives you so much endurance that you never run out of AP for the rest of the run. The caveat, or the downside to this, it's really hard to do and requires really precise timing, and you have to do it 6 times. And the overall idea, right, is that you're making the game forget that you're wearing armor, right? Kind of, yeah. The game forgets that we're wearing the armor, more or less. We can just... Bin sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ich finde es erstens lustig, aber das ist was, das klingt nach Fallout. Genau das ist oder nach Bethesda allgemein. Dass du durch gewisses Speichern und Neuladen kannst du das Spiel dazu bringen, dass es vergisst, dass du schon Rüstung trägst und einfach noch mehr Rüstung anziehen. Immer und immer wieder. Das klingt so nach Bethesda. Aber ich bin sehr gespannt, wie dann der Effekt ist. Just put more on. So, yeah, first we have to clip into Diamond City. Just like that. Nice. Traffic cones, busted, by the way. So strong. As soon as we enter Diamond City, I'm going to make a save at the entrance for loading it later on to set up a punch warp. Lots of load. We'll get used to the loading screens. There's going to be a lot of them. Right away, going to make a save for...
Die Ladezeiten im Fallout 4 haben mich auch nach einer gewissen Zeit, und da reden wir wirklich von vielen 100 Stunden, aber nach einer gewissen Zeit haben die mich in den Wahnsinn getrieben. Vor allem, und oh Gott, ich krieg Flashbacks, wenn ich dran denke, um Gottes Willen, der vermaledeite, bescheuerte Nuka World DLC mit seiner Raider-Gang-Kontrollier-Funktion. Weil, oh Gott, ey, das war so beschissen gemacht, weil du musstest immer wieder zu deinem Questgeber und der war in Nuka World. Hi Lodrek, hallo. Das heißt, man musste immer wieder, wenn du auf der Hauptmap warst, musstest du dich nach Nuka World teleportieren. Ladebildschirm, bam, bist du in Nuka World. Dann teleportierst du dich zu deinem Questgeber. Ladebildschirm, bam, Questgeber. Der gibt dir eine neue Quest. Also teleportierst du dich zurück ins Commonwealth. Wieder Ladebildschirm, bist im Commonwealth. Dann machst du die Quest, ja genau, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn du schon so weit gespielt hast, ne, teleportierst du dich gleich zu deiner Quest. Wieder ein Ladebildschirm. Und dann machst du die Quest, die daraus besteht, dass du 5 Leute erschießt oder so. Und dann teleportierst du dich wieder nach Nuka World. Und das ganze Spiel beginnt von vorn. Immer und immer wieder. Diese ganze Questreihe besteht zu 70% aus Ladebildschirm angucken. Und ab und zu darfst du mal schießen. Es war so schlecht designt einfach. Die Hölle. Und warum kann ich, wenn ich irgendwohin schnell reise, mich nicht entscheiden, das Gebäude gleich zu betreten oder davor zu warten? Warum muss ich mich immer erst vor das Gebäude teleportieren und dann reingehen und wieder eine Ladezeit? Es hat so viele Ladezeiten, das Spiel. Unnötigerweise. For load warping, no, for setting up a punch warp later on. So viele Then I'm going to Ladezeiten. make another save, which is going to be in front of. Ich würde gerne wissen, wie viel Lebenszeit ich in Fallout 4 Ladebildschirm verbracht habe in meinem Leben. Oder Ladebildschirm allgemein. Ich will es gar nicht wissen. Oh, mein Handy läutet. Wartet mal ganz kurz, ich mache das Video wieder an. Of this door. And the reason why it's this door specifically is because we arbitrarily chose a door inside of Diamond City that's near the entrance. So, now I need to go and enter Nick's detective agency. Normally, Nick Valentine is a character who's been kidnapped and you have to go save him. But if you enter his place without ever meeting him and then go and sequence break the game, when you go back to there later on, he'll be there instead of having to go save him. But first, we need to enter the corruption zone, which is called the Hex Zone. So now we've corrupted the game. The black screen means we've corrupted the game. So I've made a quick save as the corrupted character. I loaded the save in front of the chapel door, and I'm now going to attempt to load warp it. So the timing on this is pretty precise. So, And da we're bin ich gonna wieder. be Was here habe ich for a verpasst? while. So Er hat get eine Mine cozy irgendwo for it. hingeworfen, habe ich gesehen. Nochmal einen Quick-Travel Glitch ausnutzen. Mal gucken. Yourself a drink, order some pizza. It's gonna be a bit. However, we do have a way to pass the time. So, Covert looks a bit like Chocolatine. I think we got it. The way we can tell whether or not we got it is we load in on the other side of the door, and the animation of opening the door was interrupted. So we did get it this time. Nice. So this means that we'll be able to put on a second pair of pants. So Covert, put on this second pair of pants. I mean, some days I just wake up, want to get work a little bit quicker, put on an extra pair of Yes. pants, man. So Covert is putting on my favorite pair of Zubaz right now, while I'm loading a save to set up that punch warp again. So when I'm doing this, I have to mash during this screen. I'm sorry if that bothers your eyes as well, but I have to do it to make sure I'm using VATS as soon as the loading screen ends. That's very important. Otherwise, the fragment will just fall and we won't set up the punch warp. And we'll lose a second from having to throw it again. Oh, sweet. So he right now, not only does he have plus 20% movement speed from his first pair of pants, he has plus 40 from his second pair of pants, because this is a additional 20. So we're gonna do that 5 more times. Yes. Okay, 7 Hosen hat So I unsere just set up Hauptfigur that dann punch an, warp. wenn wir damit fertig sind. Sehr gut. And now I have to enter the Hex Zone again. And this is pretty much, this was found, I wanna say August. And man, has my life been miserable since August. It has taken this game and just completely turned it into something else as a speed run. But yeah, it's really fun once you get it set up. Really fun to play with. Total pain in the ass to set up. Yeah, you're in for a treat once we finish this. It's really fun to watch and play as once it's all done.
So Bin ich how did you gespannt. figure out how many times you're supposed to do this, Tomato? Oh, wait, 1 second. You have to put on another pair of yeah. pants. Excuse me. I just hit the second one. So, pretty much. Also, you're not seeing me pull up my Pip-Boy during this because I bound all of my armor to hotkeys, so I can just press those to equip them again. Otherwise, I'd pull up my Pip-Boy and have to do them all individually. But it was discovered the exact amount of times, like most beneficial to do this because as you stack more and more, you get diminishing returns. Yeah, you're adding 20% overall, but plus 20% to 120% is a lot bigger of a portion of your total move speed than plus 20% to 500%. So your actual time save decreases over time. So we did the math. We did the calculus. Mainly a dude named Brongle did the calculus. And we determined that 7 total stacks, so your initial stack plus 6 additional pairs, will be the most beneficial if you get them all first try, which this is a perfect speed run, so we're gonna get it all first try. We've missed a couple already. So pretty much we're just gonna go with 7 total stacks, so we're gonna stack 6 times during this, so. So what you're saying is you did some science on the doors? Dude. Hey, you put me on this couch. So, hopefully Das kann ich mir aber gut if it doesn't vorstellen, work- oder? Das wäre auch, glaube ich, was, vor dem ich ein bisschen Angst hätte als Speedrunner, dass ich echt gut in irgendeinem Spiel bin und das echt eintrainiert habe über tausende von Stunden und dann entdeckt irgendjemand irgendeinen neuen Glitch, der alles über den Haufen wirft und du musst irgendwas Neues lernen und im schlimmsten Fall sogar noch mal sowas Nerviges wie das hier, dass man einfach 7-mal hintereinander einen Loading-Screen-Glitch ausnutzen muss. Immer wieder Mine werfen, Wets benutzen, im richtigen Moment laden, bla bla bla. Schrecklich, schrecklich finde ich das. So, Ich könnt nicht Speedrun. almost there. Ich könnte nicht Bad Speedrun. to do this in Florida. It's cold in here. I'm wearing these for the entire day. All right, let me get some water real quick. Nice. You're doing a great job, so man. Thank So you. far, man. Thank you. Yeah. It's going all right. Let's see where we at. Oh, we're fine. Speed cripple only took 10 minutes. We're fine. But yeah, this is why I said a lot of loading screens. Again, enter the hex zone. You get the ordeal. Corrupt our save. Load warp to the chapel door. Yeah, it's good times here. It's good times here. Bei wie viel sind wir jetzt? Missed 4 it again on schon. the- It's really nice when you get it going in, but I keep missing it going in. Right. It's so important to emphasize just how incredibly tight this timing is to be able to hit this. And he's already been able to do it multiple times. And so this is very impressive to me so far. Das glaube ich The schon. visual cue. This has a visual cue. You have to hit it right as the handle hits the top. Das glaube ich schon. Das sieht immer so einfach aus, wenn die das machen, aber das sind teilweise halt wirklich Eingaben, die auf den Pixel bzw. auf dem Frame genau gemacht werden. Und ansonsten klappt es nicht. Und man guckt sich das dann immer an und denkt sich, ach, das sieht ja leicht aus, das probiere ich auch mal. Und dann sitzt man erstmal 2 Stunden davor und verzweifelt und googelt und hat mal wirklich die richtige Version installiert und kann das überhaupt funktionieren. That looked okay, that but looked that good. might have been a tad early, but I think it was okay. Let's see. How's everyone doing? Good? Yeah. Hey, das ist It Railgun, was hallo. early, by the way, I messed up. Wie geht's? Good. Schön, good. dass du auch hier Yeah, bist. this is fun. We're having fun. Let's see. How to kill the time? How to kill the time? Okay. So which of the fallouts did you get into running first? So, that's a good question. This one, and man, has it turned into Frankenstein's monster. Apropos Good Question, wenn wir noch genug Zeit haben nachher, habe ich Fragen vorbereitet. Viele, viele Fragen, die für ein erstes Date geeignet sind. Und ich habe mir gedacht, viele von euch kenne ich jetzt schon seit so vielen Jahren und ihr mich auch, aber wir haben uns nie wirklich kennengelernt. Und vielleicht wird es mal Zeit für ein erstes Date. Und ich stelle uns allen die Fragen. Ihr könnt gerne mitmachen und sie im Chat beantworten. Ich werde sie hier live beantworten. Und danach kennen wir uns vielleicht alle ein bisschen besser. Gucken wir mal. Aber jetzt erstmal Speedrun Fallout 4. Hallo, Count Crash, wie geht's? Monster since then.
The route used to be pretty simple. Now it is a glob of just different strats that just seemingly shouldn't work together, but they do. And yeah, it's oftentimes, I'll be in the middle of a run. Aber ich glaube, ein Fallout 1 Speedrun würde ich mir zutrauen, vielleicht, den mal zu lernen. Fallout 1, so in der Urversion ungepatcht, das glaube ich, kann man relativ gut lernen und dann auch so in ein paar Minuten durchspielen, ohne große Probleme. I'll forget what I'm doing. Aber wenn ich mir das hier angucke, was er da macht, ne, 7-mal hintereinander den gleichen Glitch machen, der immer wieder auf den Pixel genau, auf den Frame genau durchgeführt werden muss. Super frustrierend, super nervig, nie im Leben. Nie im Leben. So, by my count, we have 2 more? Yeah, it looks like it. Okay. So after you picked up this game, what made you want to go do the rest of them? Good question. I was speed bullied by another runner saying, you better do them all. So I said, okay, I will. And yes, look where we are now. Thank you, Dr. T-Chops. I remember specifically, I was going to enter Green Tech Genetics, and he said, so when's New Vegas? And I said, I guess I'll do it next week. And then next week I'm running New Vegas. He goes, so when's 3? I guess I'll do it next week. And yeah, it just snowballed. But I couldn't be more blessed, not only for Chops and his insistence that I run Anthology, but just the Fallout speedrunning community as a whole, and just the speedrunning community as a whole. Like, it's honestly such a welcoming group, like very inviting, a bunch of wholesome people, and some of the best people I've ever met, so. It really is. Could we get a cheer for them? Yeah. Just speedrunning as a whole is... Speedrunning as a whole has just introduced so many amazing people to my life, and I'm just very grateful that this hobby exists. And put on another pair of pants. Heck yeah, man. Okay, wir haben nur noch eine Hose, dann haben wir es geschafft. Und dann bin ich so gespannt, wie schnell er dann But ist. yeah, so, Ich bin so gespannt auf das Ergebnis. And Oh my God. how's it going? Oh, we're getting It's there. getting borderline. We're getting there. Okay. Ich habe mal einen Speedrun in Fallout 2 probiert, dann hatte ich eine Zufallsbegegnung, die ich so faszinierend fand, dass ich eine halbe Stunde festhing. Ja, das ist kontraproduktiv für den Speedrun. Welche Begegnung war es denn? War es wahrscheinlich eine von den einzigartigen? Oder war es nur ein cooler Kampf? We have one more. One more. Oh, yeah. Ich hoffe, es ist nicht zu heiß bei denen in der Halle, ey. Der sitzt jetzt hier... Ja, genau. Der sitzt jetzt hier mit 7 Hosen. I feel like I should try a speedrun something after this. I feel like I'd get a PB first try. Yeah. Good idea. So 176. We tried. It's not for a lack of effort. We Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war die Brücke. Die Monty Pythons Brücke, ja. certainly tried. But we just... There's certain sections of Fallout. Yeah, that's the big thing is people always ask, when are you going to speedrun Fallout 76? When is anyone going to? 76 doesn't lend itself well to speedruns solely because of the fact you really have to grind for drops. Yeah. It's really unfortunate in my opinion that the run includes that, or that the run would include that. It just makes it pretty much nigh unspeedrunnable unless you want to spend... It's like, there are always people, like a ton of people who run really long games, and I commend that. Not for me though. 2 hours, this run, That's near the mile limit. And that's the last one. So put on your final pair of pants. Way to go, man. We did it. Ich brauche auch mehr Jogginghosen. Ich brauche mehr gemütliche I do feel pretty lucky Jogginghosen. getting to see you in all those sweatpants. Yeah. I'm looking pretty hot right now, aren't I? Yeah, you are. So, always Damit do ich die those, auch alle always gleichzeitig do. tragen kann. Ah, So, now, das hat sich we schon are gelohnt, fast. ne? The first thing we need to do, though, is set up another punch warp. 'Cause Das we're ist not that eine, fast. das ist Not eine fast schöne enough. Laufgeschwindigkeit, This finde ich punch gut. warp, though, is completely different, and I'll show you why. I'll pull up the map and I'll kind of show you why. First, though, need to make a quick save. Punch warps are stored through quick saves, so you can set one up, load an old save. Oh, I didn't mean to do that. There we go. You can set one up, load an old save, and then you'll still be fine. You'll still be completely fine with being able to load a different save and then use it. The only things that reset punch warps are exiting out of the game or dying. So hopefully we don't die. Hopefully we also don't have to exit the game. I don't know why we would have to. But first we're going to turn around. We're gonna do a big jump. As you can notice, our AP bar barely drains as well. We're going to set up a punch warp in this far top left corner of the map, and I'll explain what I'm doing in a second. Let me first set this up.
Okay, so we are in this corner. We're in this top left corner of the map. We need to get to a location around right here, okay? So we're going to trigger the punch warp around right here. Now, common sense would say you just end up right where you set it up. But because we're traveling so far across the map, the game will load really weirdly and it'll drop us in a location around right here instead of the full distance. Das ist irgendwie schon lustig, ne? Das Spiel, es ist, aber wirklich, das ist für mich so die Magie, die ich nicht verstehe. Aber irgendwie aus der Spiellogik. Und ne, diese Spiellogik ist ja in so Bethesda-Rollenspielen extrem komplex und vernetzt. Und wahrscheinlich wissen teilweise die Entwicklerinnen selber nicht, warum Sachen so sind, wie sie sind. Das ist oft irgendwie so, Hauptsache am Ende funktioniert's, glaube ich. Und auf jeden Fall hat er jetzt quasi seinen Glitch-Warp in der Mitte der Map und warpt sich jetzt ans obere Ende der Map und dann benutzt er den Glitch und weil das Spiel nicht weiß, wo er jetzt ist, setzt es ihn einfach in die Mitte zwischen diesen beiden Orten. Aber scheinbar auch mit so einem gewissen Wobble-Space, ne, wo man es nicht genau sagen kann. Es ist einfach faszinierend. Warum ist das so? So about nose height. Das sind die Ghosts in the Machine. Ne? Yes. Where it drops us? Ghosts in the Shell. Very, very fortunate because it drops us on top of the roof of the exact building we need to go to. So this was actually discovered by two members of the community named Havard and Gingenia, and they've been long-standing members of this community, of the Fallout 4 speedrunning group. And they actually discovered this in secret and then pretty much rerouted the game in secret and then did a big reveal. 7 Hosen. Die Macht der 7 Hosen ist schon ziemlich cool. For the route. Wow. And it was a huge... Bei Speedruns passieren halt einfach immer Dinge. Punkt, aus, Ende. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist auf jeden Fall, kann man das so unterstreichen, ja. We called it 5.0 since it was the fifth major iteration of the route being changed. But yeah, right now we're loading across the map in a bunch of different places. One of them is going to be a place called Lexington, which is the location we need to fast travel to later. Very fortunate we discover that as well. I have no clue how they figured this out. It is baffling. Absolutely baffling that they figured this out. You have to trigger it in that almost exact spot, by the way. You can trigger it there or one other spot. Das Spiel ist gerade so kaputt. It's nuts. This will land us. Wait for it. Na? Right here. This building is a Museum of Freedom. Oh Gott, oh Gott. We'll land right on top of the roof. And now we just make a save for punch warps later on because we're going to do a similar thing and pull out our pistol and we're at the Museum of Freedom. Now. Wow. Yeah, absolutely. As I said, this game has been deconstructed so much, and it's beyond the point of like where developers should even find this stuff. We're gonna have to kill all these raiders because we need to get to the Minutemen. The reason we need to get NA. Ich habe mich schon gefragt, wie er ins Institut kommt. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, irgendein fancy, weirder Glitch, ne, aus der Map fallen, unters Institut reinschieben und im Institut geladen werden, was weiß ich was. Aber scheinbar muss er tatsächlich den Teleporter bauen und dafür braucht er den Minuteman. By the way, the reason we haben die noch nichts gefunden anscheinend. The reason we need to get to the Minuteman is because one of them spawns with an item on his, there he is, on his body. One of them spawns with an item on his body called the Institute Relay Targeting Sequence. And that item only spawns in his inventory after we get the nuclear option quest, which is the quest we got in the sewer. So that's why we postponed coming here. So we get caught by him. Ich verstehe. Erinnert ihr euch noch, wie er sich ganz am Anfang irgendwo unter so ein Rohr teleportiert hat, damit er die letzte Quest kriegt? Die Quest spawnt anscheinend, dass er diese Komponente für das Institut Teleporter Relay hat. Interessant. Totally intended. We get caught by him once, and then second time, we also get caught by him. Because on the third time, when we go to pickpocket him, we get caught by him. Just like putting on more pants. Yes. Yes, but then the fourth time, we get it. Nice RNG manipulation. Yeah, that is the RNG manipulation from earlier. So, yeah. Now that that item is Hallo Claire, wie geht's? required. Ich bin jetzt der Priester des Schlangengotts. Ich dachte, ich bin überhaupt nicht in deiner Sekte mit dabei. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich bin doch der Messias der Tentakel. Ich kann doch nicht gleichzeitig der Priester des Schlangengotts sein. Also man muss sich schon für eine Sekte entscheiden, finde ich. The game in the manner we're doing it, but it's pretty much, how do I explain this? It makes the game
think we're going to end the game with the Minutemen, and then we're going to also end it with the railroad at the same time. And only because of this weird combination kind of thing are we able to get the final item in the game, really, to end the game. There's a lot going on with it. But yeah, pretty much we needed that item, and it only spawned because of the thing we did earlier. So yeah, now we have to go and set up a save across the map to load warp to later on and discover a location. That location is Virgil's Cave in the Glowing Sea, which is the Virgil's Cave. far, far southwest corner of the map. The reason why we have to do this is twofold. One, we don't want to do this. It doesn't matter when we do Bin this jetzt gespannt, wie er da hinkommt, schnell. But I guess it's one. Turbohosen. We need to set up a punch warp in the, where would it be on the map? On the roof of the building we were just in, and then trigger it from this area that we're going to, because then that'll do a lot more weird loady things that will load us somewhere else we need to go. Oh, what do we got going on here? Okay, bug fight, cool. And this entire thing is just to get somewhere. Yes. Without actually having to travel there normally, right? Right, correct. Yeah. Pretty much similar to how we just Hey, aber pooped out of the sky. es wird ziemlich sicher so sein. Ich bin mir sicher, die Community hat das sowas von unter Kontrolle. Aber wäre es nicht einfach schneller mit seinen Hosen, die er jetzt hat, mit seinen Turbohosen von Sanctuary schnell in die Glowing Sea zu laufen? Mit seinen 500% Laufgeschwindigkeit? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. We're going to poop up into a swimming pool that's in a neighborhood next to a military base. So that's our goal. Yeah, so this is a relatively long run. Aber der läuft ja eh schon so lang. Der wäre eh schon fast in der Glowing Sea jetzt. Aber möglicherweise, naja, aber nee, wenn du so schnell läufst, dann bringt dich in der Glowing Sea auch nichts um. Außer die Strahlung, ne? Ja, das könnte sein, dass das ein Problem ist. Earlier I said I needed an item called the biometric scanner. And that is an item required to build the teleporter at the end of the run. Sowas wird als allererstes geroutet. Eben, ist ganz klar. Also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Ich bin mir 100%ig sicher, dass das der schnellste Weg ist. Ich frage mich nur gerade, warum? Das verstehe ich nicht. We need to get to the Institute. That item we looted off of Sturges will come into play then. That is what triggers the ending, more or less. And the biometric scanner is required. Aber er läuft jetzt in die Glowing Sea einfach. Okay. Component. You can't just replace it with scrap. It is a literal thing that you need. Luckily, there is one that spawns in the Glowing Sea every time. It just is sitting there. So it's a pretty short detour to go and grab it. So we're gonna go and grab it. Other than that, though, a lot of people, the first time they've watched a Fallout 4 run, they always ask, well, why don't you just punch warp to this bottom corner? And that's a good idea if it worked. The reason why it doesn't work is because the coordinates of this area are so extreme because of how far southwest we are. There are no other areas in the game that have coordinates that kind of line up to this area. So, like earlier, we were punch warping to places we don't have the coordinates. Okay, der läuft eh. Das habe ich nur falsch verstanden. Ich dachte, der bereitet jetzt irgendwie wieder irgendwo auf einem Dach einen Punch Warp vor, aber stimmt gar nicht. We've been punch warping to places we didn't set up the coordinates at, but that's because they're along the way to the coordinate locations of where we already set it up. There's no way we can go further southwest than we're going, so we can't set up any punch warps further southwest and stopped along the way. So, there's a sleeping Deathclaw over here, but we'll try and let them lie. They woke up. That's fine. That's fine. In the meantime, we're going to go to Lexington. This is the location that we discovered earlier during our Museum of Freedom falling onto the roof of the Ich verstehe. And the reason we're going here is because we're siding with the railroad. They're the team, they're the faction, not team, sorry. They're the faction that we are building the teleporter with. And in order to build a teleporter with a faction, you need to gain their trust first and do a loyalty quest. So we're gonna do the railroad loyalty quest now. But we don't, you might say, but Tomato, we haven't met the railroad. How are we going to do this with them if they're not even here? And that's a good point. Normally you aren't able to get the quest for, for the loyalty quest without talking to them. However, if we clip out of bounds here, Hab den Run damals geschaut, aber kann mich kaum daran erinnern. Ja, ist ja auch schon 3 Jahre her jetzt schon wieder. Meine Güte. Zeit vergeht. If
we clip out of bounds, oh, that was a weird clip. Okay, that didn't work. Yeah. If we clip out of bounds here and we fall underneath this vault room. Wisst ihr, und den Elevator-Glitch zu machen, den Aufzug-Glitch, dass man sich was unter die Beine hält, um eine Wand hochzulaufen, das geht ja noch. Aber damit aus einem Raum rausglitschen ist noch mal extra schwer. Ich habe das öfter versucht. Ich finde es unmöglich. Und bei ihm sieht es so easy aus. Like this kind of like big safe. Like this. Nice. We can grab this item. This is the Carrington's prototype. So this is the item that you normally go to retrieve in the loyalty quest. We don't have that quest, but if you drop it, you get the quest. So now we have the railroad loyalty quest. So when we go and meet them, they'll think that we just did a bunch of work for them. So work smart, not hard. Now, we are going to go back to the far southwest locations that we discovered in the Crater of Adam. Übrigens, wer Speedruns mag, ESA, die europäische Version von Games Done Quick, startet am Samstag ein Event. Ah, das ist eine coole, interessante Info. Das wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Aber für alle, die das jetzt nachträglich auf YouTube sehen, wenn ich es denn überhaupt hochlade, weiß ich noch nicht, dann ist der Samstag schon vorbei, von dem jetzt die Rede ist, muss ich euch leider sagen. This is one of the locations we discovered, and immediately upon loading in, we're going to quick save and load a different save. Apologize for all the loading screens. Punch warps are kind of annoying to play with sometimes because of it. But going to make a quick save, and we're going to load this save on the top of the Museum of Freedom. And the reason for this, I can't pull it up on my map in game, so here's a piece of paper. We're down here, and we need to get up. We need to get here, okay? But we set it up here, and we're gonna stop around here. You'll see. You'll see. We'll see. I'll show you all. So we set it up in the top left corner-ish of the map. We're in the bottom left corner. Going to try and interrupt this with precise timing. What is that? That's new. This is new. I've never seen this before. This is very weird. Okay, wait. Maybe it can make it work. I'm about to die. So before I die, I'm going to quick load. So that didn't happen. That did not happen. So fortunately, we had that quick load. So let's try that again, because that was a bit weird. Normally. Habe auch Sommer und Winter eine Woche das Event. So genug Fremdwerbung. Haben auch. Ach so, die genauso wie aus dem Games Done Quick. Okay. You just kind of teleport. Our person was like actually trying to attack. No, I don't know why they were doing that. So yeah, we're just gonna try and do this normally this time, as normal as this gets. So set up this punch warp, quick load. Hopefully this works. Worst case scenario, we just run. We're fast. We can just run. When we load in, we'll throw the frag mine down. And the visual cue I'm looking for is the HUD will disappear. I need to start mashing M on my keyboard to pull up the map and cancel. Aber das kannte ich gar nicht. Das ist interessant. Die European Speedrun Association. Werde ich mir mal anschauen. So as soon as the compass reappears. Now, please work. Come on. I think it's not gonna work. We're in the same spot, but we're what? Oh, okay, we're not super high. I thought those were trees. They're grass. Okay, we're just gonna run. We're just gonna run. Yeah, that's fine. It's fine. It's fine. It's fine. Yeah. So we're just gonna run there. It was get caught on a rock as intended. So that trick is actually. Ich glaube, ich muss die Reihe mit allen Orten in Fallout 4 noch weiter und zu Ende bringen, ne? Really finicky. Es hilft nix. Its dependence, like its behavior depends entirely upon what is like. I believe what's stored in the game's like active memory, kinda. And if it's not set up right and you've been to the wrong locations or in the wrong order with things, then let me look at the map. Es hilft nix. I'm in the right direction. And if you kind of do things out of order, then it Weil ich lese die ganze Zeit die Namen, die bei ihm aufploppen und denke mir, ja, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Und da auch schon, das ist der und der Ort. Und da auch schon. Und oh, nee, da habe ich noch nichts dazu gemacht. Da wollte ich ja das und das machen.
Und da denke ich mir die ganze Zeit, ja, nee, es hilft nichts. Ich muss die Reihe beenden irgendwie. Kann man nichts machen. You have to do things in a really weird, specific order. And I think I know where it went wrong. When I load warped after Lexington? No. Die einzelnen Videos zu den einzelnen Orten, die laufen halt in der Regel leider wirklich gar nicht gut auf dem Kanal. Und das ist sehr viel Arbeit, die ich da in sehr wenig Reichweite und einfach auch Geld stecke halt. Da ich das halt hauptberuflich mache, muss ich da leider auch immer halt auf Reichweite achten. Kann ich nicht anders machen. Aber dieses 12 Stunden lange Sammelvideo, alle Orte aus Fallout 4 Teil 1, das ich hochgeladen habe, das läuft wiederum echt sehr gut. Insofern, dafür würde es sich lohnen. Aber es ist so viel Arbeit, um Gottes Willen. Ich habe Angst davor, aber ja. After the Museum of Freedom, I load warped from the inside of Diamond City to the outside, and normally I do the outside to the inside. Das freut so mich, I think danke, that Claire. might be enough to change the behavior of the game just a little bit, but who knows? Certainly not me. But here we are at Fort Hagen, and earlier we grabbed that Fat Man. So the Fat Man is actually because we're going to do a big gun skill check. First we need to clip through this door. There we go. Nice. Yeah, we're gonna do a big gun skill check. So Kellogg has a piece of augmented body. He has a bunch of augmented body parts on him, and we need one of them to progress the main quest. So we're going to use our Fat Man to intimidate him into handing them over. So first thing I need to do is, as soon as this loads, I need to quick save because I might die here if I take too much fall damage from this clip. Whoops. There we go. We should be fine. Step back for safety. So now for Kellogg, I'm going to negotiate and take the items from him. Ja, das erste Alle Orte im Commonwealth Teil 1 Video ist jetzt ein bisschen über oder ziemlich genau ein Jahr alt und hat unter 100.000 Aufrufe. Eieiei. Hey, Tastenhauer! Bist du zufällig gerade hier, wo ich über die Alle-Orte-Videos rede? Mensch, wirklich jetzt? Das ist ja verdammt witzig, weil ich musste gerade dran denken, dass wir ja da eben auch noch das eine Video, ne? Wenigstens diesen einen Ort noch gemeinsam geplant hätten. Oder bist du hier öfter am Lurken? Totaler Zufall, ey, das ist so witzig. Ey, das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Wir müssen, glaube ich, dann muss ich doch weitermachen. Das ist jetzt hier... Die Online-Götter haben uns zusammengeführt hier wieder. Sehr lustig. Zu deinen Videos, es gibt wenig besser recherchierte Videos zu Fallout. Oder ich habe sie noch nicht gefunden, dann will ich sie auch nicht finden. Ja, danke, das ist sehr nett von dir. Selten am Lurken. Ich wundere mich bei dem Titel und hatte gedacht, mal nicht... und hatte gerade mal nichts zu tun bis 20 Uhr. Ja, ja, genau. Ja, super, das freut mich. Ja, dann mache ich mich wieder an die Alle-Orte-Videos und dann melde ich mich, Tastenhauer, wenn wir... war es Lexington oder wo? Ich weiß es gar nicht mehr, wo du noch historische Hintergründe liefern wolltest. And I had to grab an item that was lying there and all the items off of his body and access the terminal that he has laying there. Otherwise, certain quest triggers don't get met. Are you still wearing the pants, by the way? Oh, yeah, I am. So pretty much I had to hit... Fühl dich nicht gezwungen. Wenn's kommt, dann kommt's. Ja, ich habe schon länger drüber nachgedacht, aber jetzt, ne, jetzt, wo ich diesen Speedrun sehe und jetzt auch noch, wo du zufällig im Chat bist, dann kann man nichts machen. A bunch of little quest triggers inside the terminal. And now I can just safely load warp out. So, you may be watching and saying, so what's actually happening in this story? Well, Fallout 4, you play as Nate or Nora, a husband-wife duo who have an infant son, Sean. They live in Hallo, the year Norman. 2077, Wie geht's? 70, a year. Somewhere around there. And the bombs drop, Great War starts, they go into the vault, cry, they get tricked and they get frozen, and then the Institute, the bad guys are like, oh, we're gonna kidnap your son because we need him. And then Nora's like, no, don't take him. And then Kellogg, boom, kills her. And then you're like, who's this bald man? And then you go searching for him. And that's like the first act of the game, okay?
as the first big act of the game is Wie trying weit to sind wir figure denn? out Wir who haben this noch bald ganz schön dude was is who vor stole uns. your Ich son bin and trying to find gespannt. your son. You got refrozen, you wake up an indeterminate amount of time later, and yeah, you're searching for your son. That's the big deal. So we did find Kellogg. Unfortunately, things got heated, so he's dead now. But we have So ein Fallout 4 Speedrun ist halt wirklich bis jetzt, ne, der Ladebildschirm-Simulator. Entweder fällt man irgendwo durch den Boden durch oder schwimmt im Nichts oder man ist im Ladebildschirm. a piece of his brain. So soon we're going to go and put that in a computer and talk with our old pal Nick Verzeihung, Valentine, du hast whose house absolut we, recht, die habe ich ganz like, vergessen, die really Untertitel. barged Die into mache ich wieder earlier. an. And we're gonna go with him and put it inside of his head and then go inside of Nick's head. Krass, wie viel yeah, länger die pretty much Runs we're gonna be werden going von den inside Spielen. of Ja, ja, von Kellogg's Spiel zu Spiel, das stimmt wirklich, ne? Es ist wirklich so. Von Teil zu Teil wurden die Runs länger. Das ist wirklich, glaube ich, oder? Ich bin mir bei Fallout 3 und New Vegas nicht ganz sicher. Aber ansonsten kann man das schon sagen, ja. Wir hatten zu Lexington was gemacht, genau. Boston Railroad, ja, ich weiß. Das ist bestimmt ein großer Aufwand. Ich glaube auch. Es gibt ein paar Orte noch, die grundsätzlich ein sehr großer Aufwand werden, ja. Ja gut, ich melde mich, wenn es soweit ist, wenn wir in Lexington angekommen sind. Quatsch, ich sage immer Lexington, wenn wir dann in Zentral-Boston bei der Railroad angekommen sind. So, inside of this building is actually where the railroad is. So, we're gonna punch warp down to the railroad, and with the railroad, this is where we meet them, and they're gonna say, "Hey, who are you?" And then they're saying, "I don't trust you." And then Deacon, this dude walking up from, sorry, Karte liegt Deacon, auf der this dude behind Tastatur, her, das ist nicht optimal. Was hast du getan, Kater? Was hast du getan? Ich glaube, er hat nur auf Pause gedrückt. He is gonna be like, Okay, "Oh, alles gut. he killed a thousand Terrorkarte, and ja, und carried dann- me on his back." And then we're gonna like dodge that lie. We're gonna be like, "Oh no, we didn't." And then they'll be like, "Okay, well, you're part of us now." And you're Apropos, ja. fixed. So then we're fixed her. J'ai entendu des rumeurs à ce sujet. And then we're part of the railroad. Ça So yeah. ressemble à de l'esclavage. J'ai Pretty fait much, serment we de need to join the protéger mes railroad, as I compatriotes. said earlier, to build the teleporter with them. First, let's Excusez-moi. talk with Deacon. He said, "Oh, we have the item we were Excusez-moi. looking for," and he's weirdly walking away from us. And now we trigger this dialogue, and this is where Aber es ist tatsächlich so, ne, in Fallout 3 und New Vegas. Also, ich weiß nicht, ob die Spiele besser entwickelt wurden, wie du scherzhaft geschrieben hast gerade, aber die Story-Komplexe, ne, die Story-Vernetzungen, die Storyline-Vernetzungen, die sind komplexer, merkt man so. Oder lassen sich halt auch nicht mehr so einfach skippen. Weil in Fallout 3 zum Beispiel hatten wir, glaube ich, 2 Punkte, die in der Story ausgelöst werden müssen. Und dann kann man das Spiel beenden quasi. Und im Fallout New Vegas hatten wir, glaube ich, auch nur 2 Kernpunkte, die erreicht werden mussten. Ne? Aber wie man da hinkommt, war eigentlich egal. Und hier bei Fallout 4, wie wir jetzt sehen, gibt es eben sehr viele Komponenten, die benötigt werden, damit man ein Ende erreichen kann. Jetzt hat er eben Kontakt zur Railroad aufgenommen, damit man mit der Railroad den Teleporter bauen kann. Dann hat er vorher die Teile für den Teleporter hat er schon übers Spiel hinweg jetzt immer wieder gesammelt, über den Run hinweg, so vereinzelt. Und was war noch wichtig? Kellogg muss man, glaube ich, auch noch kontaktieren, hat er gemeint. Und anscheinend ist sehr viel mehr Stepstones zum Ziel sind notwendig, damit man da ankommt, wo man hin will. Das ist, glaube ich, so der Unterschied vor allem. actually keep going because you then cover slide and you would most likely die. Und scheinbar, und ich glaube, das könnte auch ein sehr wichtiger Punkt sein, ist es eben nicht einfach so möglich, dass man sich ins Institut teleportiert. Wenn das mal noch irgendwann rausgefunden wird, irgendein Glitch, der einem direkt ins Institut bringt, kann man da wahrscheinlich auch noch mal sehr viel mehr Zeit sparen. Aber aktuell ist das halt noch nicht möglich. And that used to be really bad 'cause Es gibt halt mehr Triggerpunkte, die ausgelöst werden müssen. Das ist, glaube ich, so ist es am besten beschrieben, glaube everyone ich. would cry and yeah. Pretty much, it's no longer a thing. And now, Da ist die remember Akte earlier how I was talking about the story über den and how we mysteriösen killed Fremden. Negotiated with Kellogg, and we got his brain. Pretty much, now we're going to talk with Nick, and Nick's gonna say, que je trouve un "Wait, moyen." let's go to the memory den." And if you're familiar with Fallout 4 speedrunning, you'll know that the memory den is the worst thing ever because it's a 5-minute auto scroller preceded, or I guess it's pretty much a 5-minute auto scroller / cutscene. Je n'ai pas besoin de
Das kann ich mir vorstellen, dass das frustrierend ist als Speedrunner, ne? Wenn man solche Passagen hat, wie jetzt die Memory-Den-Passage. So Walking Simulator, die man nicht skippen kann. Man kann nichts machen, um das zu beschleunigen. Weil ihr müsst euch ja eben vorstellen, so Leute wie hier jetzt unser Tomato Angus, die spielen das Spiel halt tagelang, jeden Tag mehrere Stunden und trainieren und trainieren und trainieren. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und wenn du dann beim 50. Mal in dieser 5-minütigen Passage bist, in der du nichts machen kannst, außer zusehen, da verzweifelt man schon. Ich kann mir das gut vorstellen. Skip the memory sequence entirely. So, I think it was like 2.5 years ago now. I don't even remember. 2 years ago, I put out like, I think a $250 bounty on skipping it, but no one's even come close. We just can't seemingly find ways to not go into this memory sequence, and it's annoying. Ja, ja, So auf pretty jeden much that's Fall. where we're going right now. Now, there's an issue though. In order to skip to the end of the memory sequence, we need to be able to punch work. Er hat es gerade gesagt, ne, als ich wieder lauter gemacht hat. Er hat anscheinend persönlich ein Kopfgeld drauf ausgesetzt. $250, wenn es jemand schafft, diese Memory-Sequenz zu skippen. Aber keiner hat was gefunden. Because your inputs are severely limited. You can walk, you can jump. That's about it. You can't pull up your Pip-Boy, you can't pull out your weapons, which means you can't attack things. You can't VATS, you can't sprint. So we were searching for a way to be able Aber jetzt bin ich gespannt. Haben die doch noch eine Möglichkeit gefunden? Er macht's spannend. gain control inside of the memory sequence. And thankfully, recently there was a fast way discovered. It was discovered by a group of people, more or less. A bunch of people were working on it. I'm not sure who found it. Was a bunch of people contributing to it. The core 4 were Haverge and Genia, who I mentioned earlier, Brongle, who is the guy who discovered punch warping in itself, and then a newer guy named Whip Pistol. And the 4 of them worked together and were able to figure out a way to gain control in the memory sequence. So, how do I explain this without a visual aid? Because there is no way to do a visual aid for this, really. Pretty much, there are things called input enable layers. An input enable layer is kind of a blanket that you pull up over you, and it limits what you can do. And you can have up to 3 of them, and they each have a number on them, 0, 1, and 2. And each blanket is labeled. Like, this one limits he can't move his feet. This one, he can't wiggle his toes. This one, he can't lift his elbow. Like that. So, in here, we're given input enable layers that limit our movement to the things I mentioned earlier, of just mostly walking. And that kind of sucks, because we want to be able to punch warp to the end. So, we discovered if you make a quick save, and then loaded a different save, and there you get an input. So like, say I have blanket 0 on me. I'm gonna set up a punch warp right here, by the way. Say I have blanket 0 on me. The way I remove that blanket, oh, it's right here. The way I remove that blanket is by loading an old save, putting a different blanket 0 on, and then quick loading. And that means that when I actually do the quick load, I won't have blanket 0 on me anymore. Just because the game is only able to store 1 input enable layer of each number at a time, and it just removes it. Okay, ich verstehe, glaube ich. Ich verstehe. Es gibt also verschiedene Limitationen, die je nach Sequenz, in der wir uns gerade befinden, auf unsere Hauptfigur gelegt werden. Und es kann aber immer nur eine dieser Limitationen aktiv sein. Und das bedeutet, er holt sich jetzt quasi eine andere Limitation, die günstiger ist für diese Sequenz, und Glitch lädt dann in diese Memory-Den-Sequenz und hat dann eben schon eine limitierende Regelwerk auf sich und kann deswegen kein neues limitierendes Regelwerk kriegen. Und dann kann er wahrscheinlich zuschlagen und irgendwie rausglitchwarpen oder irgendwie sowas. Ich verstehe. Okay. So yeah, when we load in here, we should have complete control. Oh, thank God. Okay, we do. So I'm going to punch warp right to the end. Or not right to the end, close to the end. And now we have complete control. We can jump, we can sprint, we can fire our gun, but we're invisible. How do you become not invisible, you ask? Throw a frag mine on the ground and pick it up. And now we're visible. And yeah, Wow. that was like, that looked like nothing. That itself, while it's not a complete skip, this is a huge deal. Like, this has literally been
the bane of Fallout 4's existence for like the eternity of Fallout 4 speedruns. Ich kann es Like, mir ET can vorstellen, wie attest to that. gesagt. When he was running 3 years ago, this has just always been awful. So this is a huge deal, being able to skip that. And while you're in this, actually, so my gun is invisible, which is interesting. That like it's just not there. That sometimes happens. That's not part of the glitch. That is a completely different glitch that just so happened to happen. Dies ist die Geburt eines neuen Fallout 4 Speedruns. Zumindest ist es was Besonderes. Hey, geheim! Vielen, vielen Dank für die großzügigen, wundervoll köstlichen 30 Euro. Dankeschön. Das ist wirklich sehr nett von dir. Aber irgendwie wird deine Nachricht nicht vorgelesen, ne? Das sollte sie nämlich. Warte, ich wiederhol's mal. Ich dachte, ich hab's eingestellt. Ha, schade. Funktioniert nicht. Dann, muss ich dann nochmal basteln. Muss ich vor der Steuer verstecken, war der Text. Aber warum der nicht vorgelesen wird, ich verstehe es nicht. Muss ich nochmal gucken. Trotzdem vielen, vielen, vielen Dank. Es ist bei mir in guten, vor der Steuer versteckten Händen. Ich muss es leider auch versteuern, kann man nichts machen. Die Steuer ist überall. Das Finanzamt hat überall seine Tentakel. Die sind schlimmer als die Tentakel der Tiefe. While we're in here, you may have noticed, or in the game, you can shoot people to skip their dialogue lines if they're friendly to you. And commonly, people will ask, like, can't you just shoot this guy or this guy to skip their dialogue lines? Shooting this guy does nothing. Absolutely nothing. He doesn't respond. Shooting this guy, though, bad move. He'll attack you. And he'll continue to talk while he attacks you. Doesn't skip his lines. Unless. It's actually kind of funny. Das ist schon lustig, wie die Spiele kaputt gemacht werden, ne? Was geheim ist geheim und Steuer ist Steuer. Ganz genau. Gecko Krause, hallo. Wenn man sich das mal so ein bisschen in Spiellogik vorstellt, der ist hier in einer Erinnerung an Vergangenes und schießt mit seiner Waffe, die er in die Erinnerungen mitgenommen hat, auf ein Abbild dieser Erinnerung im Gehirn eines bereits Verstorbenen und dann wird der plötzlich aggressiv und beginnt auf einen zu schießen, redet aber währenddessen immer noch die Dialoge weiter, an die sich der Verstorbene erinnert hat oder so. Es ist einfach, alles geht nur noch drunter und drüber. Und sein Safe-Game ist schon so kaputt, dass es mich wundert, dass Fallout ihn immer wieder laden lässt und dass nicht irgendwann mal eine Meldung kommt, die heißt, okay, irgendwie ist dein Safe-Game super corrupted, wir müssen da mal irgendwie was wiederherstellen oder du fängst neu an. Aber gut, scheinbar überprüft Fallout 4 da die Safe-Games nicht so stark. Let's go for it. Like, he continues to talk while he's attacking. And even if you down him, he continues to talk. However, if you down him during a line, it'll skip only that line. So, if you're risky enough, if you have enough ammo, you can down him on certain lines if you have really good timing and save like 5 seconds. So. Das ist so dieses Speedrun-Ding, das gefällt mir eben so, dass der sich jetzt hier mit dem Gegner anlegt, es ist super gefährlich, er könnte dabei sterben, aber wenn er ihn im exakt richtigen Moment tötet, dann skippt das eine Zeile aus seinem Dialog und der spart ein paar Sekunden. Oh, he's not done yet. Okay. I have not that much health, so I don't want to do this. Aha, er tut's doch nicht. Okay, this is interesting. Aber es ist lustig, dass das theoretisch geht. I guess it was nothing. So also you may notice right now, our HUD only appears when I aim, but we have a lot of rads right now. And he's not done yet. We have a lot of rads and we're not going to be taking them away. We're just going to be going... Die deutschen Untertitel, die automatisch generierten, sind schon auch lustig, oder? Weil der Rads, also natürlich kurz für radioaktiv verstrahlt sein, der Wert in Fallout, die Rads, man hat so und so viel Rads und, ne? Also man hat einen radioaktiven Verstrahlungswert. Das übersetzt der automatische Übersetzer immer mit Ratten. Ist verständlich, warum er diesen Fehler macht. Aber lustig ist es halt dann, wenn der Speedrunner hier die ganze Zeit davon redet, dass die zu viele Ratten haben. Und wir haben so viele Ratten und wir müssen was gegen die Ratten tun. The rest of the run with all these rads. So that means that we effectively have like 20 health, which is like... Nee, den ganzen Run mit all den Ratten kann man nicht beenden. Achso doch, will er schon. Samt Ratten. Wow. Der beendet den Run samt Ratten. So, gut. Once we exit the memory sequence here, we are going to
immediately use VATS to attack Amari. This skips one of her lines and kind of aggroes her, but it advances a quest, which is Ja, awesome. die Untertitel sind sehr lustig. So, let's see. Like this, it advances the quest. I'm going to make a quick save to load warp with and load this save to set up a punch warp. With this punch warp set up, we'll be triggering it shortly. Okay, and now I'll complete the load warp to the glowing sea, which is the place that we ran to a long time ago and made a save. And you can only use a punch warp once, right? Right. Tita? As soon as you use a punch warp, it's gone. Punch warps are one-time use. You have to reset it every time. Wow. So, yeah. Infinite punch warps. Oh, I never thought about that. That would be amazing. That would save so. Look for that. If you're at home, learn how to speedrun this game and look for that. That is an amazing idea. But yeah, so now we know, now we've gone through Kellogg's memories. Wisst ihr, aber das ist wirklich witzig. Das ist nämlich für ganz viele Speedrunner und Speedrunnerinnen auch eine super, super große Motivation, dass die Passagen hassen. Dass die Passagen hassen, die sie immer und immer wieder machen müssen. Und deswegen versuchen die, irgendeine Möglichkeit zu finden, wie sie da durchskippen können. Und so funktioniert das. Eine ganz große Antriebskraft für die. The story now Ist schon at this point lustig. is, oh, the Institute has our son, and gasp, he's like 5 years old now. Stell dir vor, du bist auf einem World Record aus und musst diesen Trick nach 30 Minuten im Run schaffen, sonst ist es halt ein Reset. Ja, das ist der Stress dabei und deswegen mag ich Speedruns. Genau, aber auch deswegen könnte ich selber nie Speedrun, weil das würde mich viel zu sehr frustrieren, dass du immer wieder, wenn es so einen super schweren Trick gibt, der dir ein bisschen Zeit spart, den du aber brauchst, um eine wirklich gute Zeit zu machen, und dieser Trick kommt aber erst nach einer Stunde Speedrun, und nach einer Stunde Speedrun entscheidet sich, ob du von vorn anfangen kannst oder ob es klappt und du die restlichen 30 Minuten auch noch weiterspielst, ne? Nee, das ist nix für mich. Das ist nix für mich. Aber ich guck's mir wahnsinnig gern an und find's super spannend. We were frozen for 5 years. 5 years after he got stolen. So we're going to go look for our son and get into the Institute. But that's the thing. There is no entrance to the Institute. That's the big revelation of the memory sequence, is that there's only teleportation. But we knew that. We talked about that earlier. Also, spoiler alert, your son's actually like 70 or 80 years old. He got frozen again for a long time. That doesn't matter. We actually don't see him at all in this run. So, yeah, he's kind of just forgotten about. You'll see why. Da bin ich jetzt aber gespannt. Der baut den Teleporter zum Institut, aber er trifft nie Vater. Ha? Da bin ich sehr gespannt, wie die das kaputt machen dann We jetzt. talk with Virgil, because Virgil is the one who is able to give us the plans for the teleporter, because he worked for the Institute. He used to be people like us. Except now he's super mutant, bad guy, but he's not bad. Complicated story. Yeah, so he is actually going to help us get into the Institute. The actual reason why is because he was doing experiments there, and he turned himself into a super mutant, and he escaped then, and the Institute is running after him. That's why he hides inside of the glowing sea, is because the synthetic humans, the synths that the Institute sent after him, the robotics, they imitate human flesh so well that they take radiation damage. So he hides there because he's a super mutant, doesn't take rads. But he wants us to go to the Institute to get a serum for him so he can become a human again. We're not going to do that, though. Poor guy. Yeah. So, but we have to go here to get a courser chip. So a courser is that dude who was in the memory sequence who we were shooting at. He's a courser. And in order to get up to this dude, we're going to punch warp. And this sends us up like 5 stories. And we're going to set up another punch warp right here and ride an elevator. So, the courser chip is required to enter the Institute because coursers teleport in and out of the Institute. So, by having one of their brain transportation things, we can do that ourselves. So, I'm going to punch warp up to here, get out my fat man. I'm going to negotiate, take the courser chip, and then load warp out to Diamond City again. And now, though, the Institute, they're ahead of us, those tricky dogs. They're like, we know what you're doing. We know you need a courser chip. You can't fool us. Joke's on them, we fooled them. Tinker Tom of the Railroad knows how to decode a courser chip. So I'm going to load warp
and then go back to our homeboy Tinker Tom and the railroad, and they're going. Hey, ich glaube, aber ohne Witz, ich glaube, ohne Ladebildschirme, man müsste mal mitmessen, ohne Ladebildschirme, ohne Schwarzbildschirme, wäre der Speedrun nur halb so lang, oder? Glaube ich zumindest. Das sind mal Negotiation Tactics, ja, auf jeden Fall. Hallo, Blyrick, wie geht's? And to decode it for us, which is awesome. Because then we can build a teleporter and then we can go and. Aber es läuft doch wirklich, oder? Wenn ich mich an die Sequenz richtig erinnere, läuft es doch immer drauf raus, dass man gegen den kämpfen muss, oder? Weiß ich nicht. Man muss den ja auch, man braucht ja sein Hirnimplantat. Also ich wüsste nicht, wie das anders laufen soll. Insofern, whatever. Lustig ist halt, dass er die Geiseln mit in die Luft sprengt, aber gut. The railroad, typically you can't fast travel to and from indoor locations. That's why we have to load warp so much. The railroad HQ is one of few locations you can fast travel to and from, though, that are indoors, which is awesome. Saves a lot of time, saves us from doing several hard load warps that we had to do before we sided with the railroad. When we sided with the Minutemen back in the day, about 3 years ago, we had to load warp to the railroad every time we had to go. Hey, es ist manchmal vergesse ich, wie alt Fallout 4 eigentlich schon ist. Wenn man bedenkt, dass dieser Speedrun, den wir hier gucken, von 2020 ist und er redet über die alten Speedrun-Strategien von vor 3 Jahren, also 2017, dann wird mir erst wieder klar, dass wir in der fucking Zukunft leben. Wann ist denn Fallout 4 erschienen? Ist das 17 erschienen? Oder 16 sogar schon? Oder 15? Oder 1843? Es ist 15 erschienen, am 10. November 2015 schon. Meine Güte, das ist 8 Jahre einfach mal alt. Das ist für mich halt irgendwie einfach ein neues Spiel, ne? So brandneu irgendwie. Verrückt, verrückt, verrückt. Und Fallout 3 ist 8 erschienen. Das ist 15 Jahre alt. Ja, das klappt für mich. Das geht in meinen Kopf rein. Das passt für mich vom Timing her. Aber Fallout 4, so rein gefühlt, wenn ich so Logik komplett ausschalte, ich weiß, es kann gar nicht sein, es passt nicht zusammen, aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, Fallout 4 ist wahrscheinlich so 3 Jahre alt oder sowas. Und das passt einfach nicht zusammen für mich. We're going to loot some stuff because we have to build a teleporter. Ja, and these guys das are lazy stimmt. and Ich bin jetzt alt genug, oder zu alt, um mich Mitte 30 zu nennen. Ich glaube, mit 38 zählt man nicht mehr zu Mitte 30. Ich bin jetzt Ende 30. Jetzt wird's ernst. Aber es ist irgendwie immer so, oder? Je älter man wird, desto weniger alt fühlt man das Alter, in dem man ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man Jugendlicher ist, dann kommen einem 40-Jährige vor wie alte Menschen. Dann kann man schwer differenzieren zwischen 40- und 60-Jährigen. Sind alle erwachsen irgendwie ganz weit weg von einem. Und wenn man 30 ist, dann ist 40 nicht mehr so alt eigentlich. 60, ja, das ist schon noch alt. Und jetzt, wo ich auf die 40 zugehe, ist 50 irgendwie auch nicht mehr so alt. Da steht man in der Mitte des Lebens. Ist doch voll jung, 50, voll jung. Ne? Und mit 20 oder so waren 50-jährige alte Leute. Aber man selber gehört halt nie zu den alten Leuten. Das ist das psychologisch wahrscheinlich. Ich habe gehört, 40 ist das neue 20, ganz genau. Kognitive Altersdissoziation, ja. Und alle im selben Alter sind irgendwie viel erwachsener als man selbst. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt sagen würde. Es kommt ja auch darauf an, wie man Erwachsensein definiert, ne? Spießig vielleicht, aber das ist ja wieder was anderes. for us. Finde ich The zumindest. talk routine will then talk with Desdemona, and she will say, "Follow me." And we'll sleep an hour because she's actually slow. And now she's ready, so we're gonna skip some dialogue. Außer im engeren Freundeskreis natürlich. Das hängt aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wenn man Leute nicht so gut kennt, ne? Jeder von uns hat wahrscheinlich so ein bisschen so eine Fassade und man öffnet sich nicht so sehr gleich fremden Leuten. Und wenn man Leute, die man vielleicht als spießiger oder erwachsener oder wie man es auch immer nennen will, einschätzt, näher kennenlernt,
dann merkt man, dass die vielleicht auch ziemlich coole Leute sind, weil hätte man denen gar nicht zugetraut. Ich hatte auch, ich habe mal in einer WG gewohnt, da haben zwei ein Jurastudent und eine Jurastudentin gewohnt und Merlin hat ja auch Jura mal studiert. Und so hatte ich ziemlich viel Kontakt auch zu BWL-Leuten und Jura-Leuten, Studierende, die teilweise auf den ersten Blick sehr bürgerlich spießig gewirkt haben. Aber einmal mit denen eine Wodkaflasche lernen und Party machen und dann lernt man die auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ne? We're going to grab this. We're going to aim at her while she talks to us. And that sets up Tenez. another cover slide. We're going to, now we pretty much just handed over the Corsair chip. And now Tinker Tom is going to go through a bunch of lines of dialogue like, oh, I'm decoding. Oh, here we go. Oh, they coded this one. Oh, I have it here now. But we can skip all of that by fast traveling to the railroad HQ, exiting, entering, and then, yeah, he'll pretty much be done. But we have to get close to him in order for him to truly finish. So that's why we set up this cover slide. Hopefully it'll work. It's kind of cool because how fast it is. Let's see. Yeah, there we go. Oh, I hit a roof. Darn ceilings. Let me make sure he's on the right line. Yeah, he's on the right line. Jurastudenten, die Sorte Studenten, bei deren Bereich laut Bibliotheksmenschen am meisten Bücher verschwinden. Wo aber, soweit ich weiß, einige Bücher auch so unverschämt teuer sind. Ich kann es euch nicht genau wiedergeben, aber ich glaube, diese Gesetzesbücher quasi, die brauchen halt für ihr Studium, die haben müssen, die auch immer wieder aktualisiert sind, da hat, glaube ich, irgendwie der Staat so einen Bildungsvertrag mit irgendeinem Verlag oder so, ne? Sind uralte Erinnerungen, kann sein, dass das alles nicht ganz so stimmt, aber ich glaube, dass man sich da wirklich von einem Verlag, der da Monopolstellung hat, die Bücher kaufen muss und die verlangen halt einen heftigen Preis. Und deswegen kann ich das verstehen. Ja, die Standardwerke sind schweineteuer, ja genau. So now I can go back to Virgil. And with Virgil, I'll be like, yo, we decoded the Corsair chip. Can I have those actual plans now? Because he won't actually hand over the plans until we decode the Corsair chip. So, now, once we have the plans, we then have to go back to the railroad and say, hey, I have the plans. And it's a lot of errands, and you know how video games are, just fetch quests. So, we're going to grind. Ja, genau. Der ist so ein kleiner Gag, der Pip-Boy. Aber das Witzige ist, dass dieses Tyler Swift-Gesicht scheinbar auf allen Bildschirmen im Spiel ist, nicht nur auf seinem Pip-Boy. Das ist nett. Wait for him to talk to us. There we go. Je veux des résultats. Oui, mais si. Vous doutez de moi? Non. Dig the French, and then we can leave. And upon exiting, we then fast travel back to the railroad HQ. And here we'll talk with them, and we'll talk with Des and then Tinker Tom. And pretty much we tell Des, hey, we need a teleport. She's like, teleportation? Whoa. Desdemona. Vous avez besoin de quelque chose. And then we talk with Tom, and he'll actually pretty much convert the actual plans. Ich finde, Französisch passt ziemlich gut zu Railroad. That's so rude. Ich finde, wenn ich den Fraktionen Dialekte zuordnen müsste oder Sprachen zuordnen müsste, dann wäre für die Railroad, glaube ich, Französisch angesagt. Swedish Stil 78 just subscribed. Danke, Swedish Stil 78 fürs Just Subscriben. Für 3 Monate im Voraus. Wow, vielen Dank. Das ist super nett von dir. Ist ein Mod für das Event, ansonsten sind Mods natürlich nicht erlaubt, genau, klar. Die französische Audiospur ist auch... Nee, die ist tatsächlich die schnellste einfach. Die reden schneller auf Französisch, die Texte sind auf Französisch kürzer. Normalerweise werden in so Speedruns meistens die japanischen Versionen genommen, wenn sie verfügbar sind, weil die sehr kurz sind. In Fallout 4 weiß ich nicht, ob da Japanisch nicht verfügbar ist oder ob da vielleicht die französische einfach tatsächlich kürzer ist, aber ja.
Das ist tatsächlich immer abhängig. Deutsch ist meistens die absolut mit Abstand längste Sprache überhaupt. Die nimmt man in der Regel nicht. Aber ich habe es mal gesehen. Irgendwo habe ich mal gesehen, dass die tatsächlich die deutsche Tonspur oder deutsche Audio für irgendeinem Spiel, ich weiß ich nicht mehr. Aber habe mich sehr gewundert eben, weil das eigentlich eben gerade nicht gemacht wird. For the teleporter. So Tom is right here, investigating something. Alors, vous avez fini la plateforme? Oui, c'est fait. La plateforme est terminée. And then once we say open up the gates of hell, once he says it, we can fast travel back to Sanctuary, and somehow Dez and Tom will beat us there. Sometimes there will be a Brahmin here as well. Let's hope there is, because they are cool. They must be wearing more pairs of pants than you. Must be. All right, so now we can, oh, there it is, yeah. All right, so now we can build the rest of the teleporter. So, excuse me. Das ist der Moment, ne? Jetzt kommt alles, jetzt kommen all die Stränge über diesen ganzen Speedrun bis jetzt zusammen. Alles hat er nur gemacht, damit er jetzt hier diesen Teleporter bauen kann. Von Anfang an alles nur darauf hingearbeitet. Wenn man das Institut skippen könnte, ne? Wenn die sich ins Institut teleportieren könnten, wäre der Speedrun gleich mal eine Stunde kürzer. Hold your horses. Come on, please spawn. Sometimes, there we go. Sometimes the menus here take a while to load. I'm gonna need more rubber. I need 17 rubber. I only had 14, so that's a tire I need to scrap. I need to connect everything. I'm building the teleporter right now. Das Baumenü von Fallout 4. Ich habe selten in meinem Leben eine Spielmechanik so gehasst und geliebt gleichzeitig wie das Bauen in Fallout 4. Es war großartig und absolut schrecklich zugleich. Okay. Und es war ehrlich gesagt nur mit Glitches oder Mods großartig. Irgendwann, Leute, irgendwann kommt die PS5-Version von Fallout 4 und dann wird die Vault beendet, die ich nicht mehr betreten kann, weil die PlayStation 4 abstürzt, wenn ich es versuche. Irgendwann. So that'll immediately teleport us into the Institute, like that. So now we're in the final section of the game. So, what are we gonna do in the Institute, you might ask? We're gonna blow it up, naturally. And what we're going to first do is load that thing that we got from the... Ja, ne, es ist so anstrengend, das trifft's wirklich gut. Das Baumenü ist so anstrengend, das Bausystem, weil aus unerfindlichen Gründen will's manchmal nicht, was man will, oder Sachen gehen, die man nicht gedacht hätte. Und man muss immer so ein bisschen rumtricksen, immer ein bisschen rumglitschen. Es ist immer so wobbelig und es hat keine klaren Regeln. Es ist einfach so immer wieder frustrierend, immer wieder aufs Neue frustrierend und man weiß nicht, warum eigentlich. Now going to do the hardest clip in the game. You sit down, you press stand up. And you're through the wall. Das kennen wir ja auch, ne? Das habe ich ja auch in meiner kleinen Glitch-Expedition vorgeführt. Das funktioniert auch sehr gut, wenn man aus einer Powerrüstung aussteigt. Wenn man sich quasi mit dem Rücken zur Wand parkt, die Powerrüstung, und dann aussteigt, dann steigt die Figur durch die Wand durch. Das funktioniert, glaube ich, immer noch. Ich glaube, das wird bis heute nicht gepatcht. Oder du kannst auch zum Beispiel in verschlossene Räume einbrechen, wenn da ein Stuhl oder ein Bett sind, solange du irgendwo einen kleinen Spalt in der Wand hast oder ein Fenster oder sowas. Und dann kann man wirklich durch das Fenster, durch den Stuhl anklicken und dann warpt unsere Figur halt einfach rein zum Stuhl. Das sind so die Kleinigkeiten. Die kann man auch casual ganz gut benutzen. Aber Vorsicht, man kann sich in Räume einsperren, aus denen man nicht mehr rauskommt. So now I'm going to perform a really hard jump, so I'm going to use Jet to make it a little easier. Typically, we'll do this without Jet. This is just called Jet Jump. Pretty original name, I know. And we're going to access this door. Almost missed it. I don't know. I would never have been able to live with myself if I missed that. So, we have to plant that fusion pulse charge on the roof. Libea, just subscribed. Danke fürs just subscriben. Dankeschön für das Prime-Abo. Freut mich sehr. Reactor of the Institute, so it'll blow up. Interestingly enough, the Minutemen gave us the fusion pulse charge, but we're gonna go to the railroad to arm it. So I'm gonna punch warp and somehow end up here. Oh, I gotta do that fast. No, plant it. Okay, we're good. Wait, maybe. Jo, mach's gut. Wo schaust du denn jetzt noch hin? Zu welchem Streamer, zu welcher Streamerin? Vielleicht raiden wir nachher noch dazu. Not good. Maybe this is fine.
This is fine. This is completely intended. We're fine. I meant to make a quick save there. I missed. I hit the empty part of my keyboard. We're good. So I'm just going to, luckily, punch warps stored through saves. So I'm going to set up this punch warp. Let's Play History heißt Jan, der spielt Checked Alliance 3. Checked Alliance 3 habe ich auch tierisch Bock drauf. Ich habe mir heute jetzt erstmal Xenonauts 2 geholt. Das habe ich auch schon ein bisschen reingespielt. Das bockt auch sehr. Vielleicht schauen wir nachher noch vorbei. Gucken wir mal. Bis 9 mache ich heute auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht sehen wir uns noch. Viel Spaß schon mal. Tschüss. Again. And then I'll load this save and do it again. And this time I won't mess up. I hope. You got this, man. Yeah. Yeah. All I have to do is be fast. All right. There we go. All right, I made the quick save in time. We are gonna have no health. This is gonna be interesting. This is gonna be just, yeah, look in the bottom. Once I complete the load warp, look in the bottom left corner for how little health I'm gonna have. Also, we may encounter something called a Miku lock here, which means that I'll have to do another one of those blanket removal things, but it's no big deal if it happens. It's pretty quick to do, but it does sometimes happen. So, but we do know how to remove it now. We used to not know how to remove it, and it was awful because then people who would start running the game would get it a lot. And it discouraged a lot of people, but we know how to remove it now. Find leider kein Let's Play History. From fast traveling, which we need to go to the Railroad HQ. We need to fast travel there. Hätte ich gerade gefollowed, aber finde ich leider nicht. Na, gucken wir mal. Okay, second loading screen. That's fine. Wenn es soweit ist, gucken wir noch mal. But yeah, we are approaching the end of the game. I do see we are overestimate. That's fine, man. Don't worry. Whoa. Okay, so this is an issue. it's not an awful issue though. We can manage this. Let's problem solve real quick. Is there a way you can move the radiation a bit? I know what we'll do. I know what we're gonna do. We're fine. Yeah, we're just gonna go buy some Radaway real quick. Yeah. Oh, maybe. Where's the? I know where to get Rad. No, that wouldn't work. Okay, we're gonna wing it. We're gonna wing it. Is there a place early game? Jetzt bin ich wieder hier. Ich war gerade komplett woanders. Ich habe keine Ahnung, was gerade im Speedrun passiert. Sagt mir Bescheid, wenn ich was Wichtiges verpasst habe. Okay, also Französisch ist die schnellste Sprache. Der Weltrekord liegt derzeit bei 35 Minuten. Wow, da hat sich eventuell in den letzten 2 Jahren noch mal einiges getan. Wir können, wenn ihr Bock drauf habt, die nächste Woche vielleicht oder so mal noch mal einen aktuelleren Fallout 4 Speedrun uns extra raussuchen. Ich fand nur die Idee von dieser Fallout Anthology eben cool. Da gibt es bestimmt schon wieder ganz viele neue Glitches und so. Das ist ja über eine Stunde schneller als das hier. Yes. Genau, ich habe ihn schon gefunden, Seludil, dankeschön. Ich habe den Apostroph. Den Apostroph beim S musste ich rausnehmen, dann habe ich ihn gefunden. No, don't worry, you're doing a great job, man. This is such a great run. This is okay. We got this. Something tells me we should have brought more pants, huh? Yeah, definitely. All right. So, lots of load warps. Yeah. Man, so I'm trying to think of places to get Radaway. I know for sure we can get them in Good Neighbor. However, we did recently shoot some members of Good Neighbor, and they don't like that, so they might not like it if we go back there. I do know that Bunker Hill might sell some. Let me... What about like starting town area, like where you just got out of the vault? I'm not too familiar with that area. Let's just go for Good Neighbor. Worst case scenario, we go somewhere else. This is fine. Radaway. I'm sure there are... Oh, yes! They aren't mad at us anymore. Yes! Easy. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. War der schon im Institut kurz? Ist er wieder weg? Was passiert? Ich bin leider raus. Aber ich finde schon wieder den... Ich muss jetzt aufpassen. Ich finde den Anschluss schon wieder. There we go. All right, so now let's use that Radaway. Yeah, okay, now we have a lot of health. So now we have to get back to
the Ooh, Institute. let me check to make sure she has. If she has jet, this is. I actually know where there's jet. If she doesn't, D'accord. this Je vais is jeter un coup d'œil. really thinking on our feet right here. Let's see, jet, no jet. Okay, but she does keep jet stored by her bed, I believe. Yes, here it is, the jet. So we have the jet. So now we will load warp. Ja, ich erinnere mich, ne? Chat wollte er eigentlich. Ist der lustiger Pausenbildschirm hier, lustiger Ladebildschirm. Chat wollte er eigentlich am Anfang schon kaufen, aber da hatte sie keins im Inventar. I'm not comfortable with. I'm not comfortable. Yeah, I'm not comfortable enough with the jet jump to do it, or the jetless jet jump to do it right now with how the run's going. So I just wanted a bit more jet. I do have to load warp this door though, which is a bit tricky. I think I just got it though. We're gonna have to rebind the danke. jet, redo the punch warp, do the jump again. We got this. And this is to bring your inventory and the radiation. This is to bring the character who we just rid of radiation damage back into the Institute. Let me bind this. I need to set up that punch warp again. If you ever wonder about speedrunning routing, this is what it looks like day in and day out. You just Pretty much. think about where you can get certain supplies. Yeah. Right. How it affects other areas. And like, especially in a marathon setting like this, you have to really think on your feet to try and be able to finish the run. So this is really impressive. Yeah, it's just been a lot. Yeah, because he's French, so. Can't forget that Chocolatine is French. Yeah. It's amazing. Chocolatine is trilingual. English to Italian to French. Mr. Worldwide, honestly. So now we'll do the punch warp again, and this time I don't have frag mines. That's okay though, because there was Radaway right here. Okay. That's okay though. I love this game, man. Oh man. God. I could have just done that. Oh my god. Look, that's a teaching moment. That's what you call a teaching moment. Even if you have several hundred hours in the game, you find something new all the time. Yeah. Oh my god. Oh wow. That was something, huh? Whew. Speed running. Speed running. You learn something new every day. So now, we got the fusion pulse charge planted. Now we load warp out, and we're gonna go to the Railroad HQ. There, we'll talk with Desdemona and Tinker Tom and say, no, just talk with Tinker Tom and say, light him up, Tom. And then Tom will say, oh no, first we're actually gonna shoot Des. I forgot about that. We have to shoot Des a lot because she has a dialogue and we have to shoot her to skip it. And then we get teleported everywhere. And yeah, it's crazy. So if we sneak down here, I wanna be kind of far so she doesn't take too much damage. 1, 2, 3, 4. Put away my gun immediately so they forgive us. And then this will teleport us back to the Institute. And then we fast travel back to the railroad, talk with Tom, say, fire it up, Tom. And then we load warp back to the Institute. Yeah, it's a lot. But yeah, so pretty much the rest of this run is just me going and talking to Tom. I'm going to load warp. And that will lead into the end of, like the very, very end of the run. I swear the run's almost over. I promise we're almost through with this. Oh, wait. Ich finde das so lustig, dass das so eine Strategie ist, dass man auf die Leute schießt, damit man ihre Dialoge abkürzt. Aber ne, man muss, wie er es vorher gemacht hat, man muss echt aufpassen, dass man nicht zu viel Schaden macht, weil sonst werden sie aggro und dann ist alles kaputt wahrscheinlich. Hold on. He's talking about other stuff. I don't want to talk about that. Come on, Tom. He still thinks I'm talking to him. Tom, I clearly don't want to talk. I'll just load this save again. It just works. It just works. Yes, the famous words. Das ist so typisch Bethesda-Spiel auch, oder? Finde ich.
dass man gerade irgendeine ganz weltbewegende Mission erfüllt hat. Man hat gerade quasi jetzt hier für die letzte große Endschlacht hat man alles vorbereitet und es ist so ein Wow-Moment und man geht zurück in die Basis und geht zu dem Anführer in der Basis oder zu, in dem Fall dem Wissenschaftler und den Questgeber und dann geht man hin und erwartet irgendwie die große Ansprache und dann kommt sowas wie, ja, heute ist schon ziemlich schönes Wetter, ne? Und morgen soll es ja regnen, habe ich gehört. Und dann drückt man nochmal hin und dann sagt er, du hast es geschafft, gut gemacht, hier hast du 500 Erfahrungspunkte. Es ist so typisch. Also nicht nur Bethesda, das passiert in vielen Rollenspielen. Aber dass quasi versehentlich so ein random Dialog ausgelöst wird, obwohl eigentlich gerade alles voll episch ist. Sehr schön. Mach's gut, Lodrik. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. You actually have to wait for Tom to say a certain line. Otherwise, he'll do dialogue he was supposed to do to you ages ago. Ja, genau, wie bei Preston. Preston, ich war im Institut, ich habe alles rausgefunden, wir können jetzt den Angriff starten. Ja, aber es gibt da noch eine Siedlung. Be able to load warp again. So, let's see. Where are you? What? Taking a nap? Oh, there he is. There he is. He was just moving a bit. He was, he had just watched Blair Witch Project. So we're now going to load warp back into the Institute. So, this then will put us as the character who armed the bomb to blow up the Institute back into the Institute. Right. Doesn't seem very safe, however, we get teleported somewhere, yeah. Big surprise, we get teleported, so. Just have to hit this load warp, and that's the last load warp, I swear. Just have to hit the load warp, I swear that's the, yeah. And then this time is when we hit the load warp. You got this. And I think that was early. No? It's longer. Oh, Tom, why are you like this? Come on, Tom. Come on, Tom. We're pals. I'm Fixer. Yeah. We're trying up here. We're trying. This is the easy load warp. And earlier we did 6 really hard ones. Oh my God, that's thick. I think that was it. Let's cross our fingers that Tom isn't nosy again. Oh, come on, Tom. Come on, Tom. Come on, Tom. Come on, Tom. Oh, we got it. No, Tom. Perfect. It worked. Yeah. All right. So this is leading into the end of the run. I swear. Oh, that time. Okay, we're fine. It's fine. It's GDQ. It's for charity. We can actually kill Dez here. Speaking, yeah. I didn't have enough bullets. Bummer. So this brings us to the Mass Fusion Executive Suite. We get a nice little show. And this is going to be wrapping up the run. So yeah, this was a wild run. So many of these games have all these games have really dedicated people behind them, and they mean a lot to me. They put in so much work and is very passionate about this. And that's really what speedrunning is all about, you know, is you find a game that you care deeply about and you tear it apart. But like, yeah, this is about the end of the time is coming up. I'll tell you when. But yeah, I just would like to say thank you not only to GDQ for having me here, but also huge thanks to the Fallout community themselves, because they've just been incredibly welcoming to me and just everyone, and they're some of the greatest people I know. So thank you for being you, and Tomato. Time right here. That's time. That's the run. Congratulations, man. Congratulations. Jo, das war der Fallout 4 Run. Ich werde nie verstehen, warum das Institut von jeder Fraktion in die Luft gesprengt wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, okay, es wird zumindest quasi in Fallout 4 erklärt, dass jetzt dieser neue Flügel der Brotherhood, dem wir hier begegnen, eine sehr extreme Antitechnologie-Agenda verfolgt und alles vernichtet, was sie als zu fortschrittlich betrachtet, bla bla bla. Aber
ist schon auch ziemlich weird, weil bisher war die Brotherhood of Steel waren eigentlich immer die Technologien aufnehmen, adaptieren, überprüfen, gucken, okay, geben wir das an die Bevölkerung weiter oder behalten wir es lieber mal für uns, weil damit Unfug gemacht werden kann. Das war eigentlich noch nie so, dass die irgendwas einfach in die Luft sprengen, weil sie sagen, nein, das darf nicht existieren, passt überhaupt nicht zu Brotherhood of Steel. Die Railroad hat überhaupt keinen Grund, das alles in die Luft zu sprengen. Die würden vielleicht keine Synths mehr herstellen, weil das einfach eine Mörderverantwortung ist, künstliches Leben einfach so herzustellen. Aber warum alles in die Luft sprengen? Vielleicht sind da wichtige Daten, wie man Synths noch weiterhin helfen könnte und. Und dann gibt es natürlich noch die Minutemen und die haben ja wirklich den allerwenigsten Grund, warum die irgendwas zerstören sollten eigentlich. Weil da könnte man so eine gute Siedlung reinbauen in das Institut, wo Preston irgendwie alle 2 Tage einen neuen Abenteurer, eine neue Abenteurerin hinschickt, um die zu retten. Also warum wird das Institut in die Luft gesprengt? Es macht bei keiner Fraktion Sinn. Aber das sind die großen Fragen, die werden wir nie beantworten können wahrscheinlich. Naja. Ne, man kann über Bethesda sagen, was man will. Bei denen hat nicht nur die Technik oft Löcher. Also ja, zumindest die Story von Fallout 4 und auch Fallout 76, da huiuiuiui. Und in Elder Scrolls wurde da ja auch schon ganz viel mit Zeitreisen und Paralleluniversen dann zurückgerudert, so ein bisschen, ne? Fallout 4 Brotherhood of Steel ist echt dämlich. Ja, total, muss man echt sagen. Aber die Minutemen sind genauso dämlich. Also die haben, und das Institut, was will das Institut eigentlich? Kann mir irgendjemand beantworten? Irgendjemand, was eigentlich der Plan vom Institut ist, letztendlich, was die mit ihrem ganzen Zeug bezwecken, mit ihrer Herstellung von Supermutanten und ihren ganzen Synth-Leute austauschen und ersetzen. Was wollen die eigentlich? Man weiß es nicht, man erfährt es nicht. Die arbeiten im Geheimen und wollen die Kontrolle, bla bla bla. Warum? Warum? Das macht keiner weiß es. Keiner weiß es. Naja. Das ist alles ein bisschen zusammengeschustert. Vielleicht hätten es, wisst ihr, so in Fallout 4 hätten es vielleicht auch 1, 2 Fraktionen weniger getan und dann hätte man sich vielleicht mehr auf die konzentrieren können. Ich glaube, die Story hätte auch sehr gut ohne die Brotherhood of Steel funktioniert. Ich weiß, das sind Fan-Favorites und da freuen sich viele und dann werden die Brotherhood-Fähnchen ausgepackt, wenn die reinfliegen mit ihrem Zeppelin, ist alles schön und gut, aber die braucht's für die Story nicht. Das ist eine 4. Fraktion, die kommt aus dem Nix, die hat komische Ziele, die eigentlich gar nicht zu der Fraktion passen und ohne die hätte das Spiel genauso funktioniert und vermutlich hätte man es ein bisschen logischer und besser machen können, wenn es nur Minuteman Institute Railroad geben würde. Die sind eigentlich ein sehr viel sinnvolleres Gespann an verschiedenen Fraktionen. Und warum die Minuteman und die Railroad sich nicht einfach verbünden, macht aber auch nicht viel Sinn. Die haben eigentlich nicht wirklich Knatsch miteinander, oder? Die Minutemen müssten nur anerkennen, dass Synths potenziell, wahrscheinlich, eventuell, wer weiß, echte Menschen sind und die respektieren und achten. Und dann hätten die überhaupt kein Beef miteinander und alle könnten Freunde sein. Ja, es ist so viel, so komisch. Aber gut, was will man machen? Das Institut will eigentlich die historischen Star Trek-Dokumente wahrmachen, die sie über extradimensionale Signale empfangen können. Die Supermutanten sollen die Klingonen sein. Vielleicht. Die Erklärung ist genauso plausibel wie jede andere, die man im Spiel nicht erhält und die man sich so zusammendenken kann. Es ist wirklich einfach lustig. Es ist lustig, wie unlogisch vieles einfach hier ist. Naja, was willst du machen? Rassismus benötigt selten einen logischen Grund, sowohl bei der Brotherhood als auch bei den Minutemen. Ja, aber ist es denn so? Ist es denn so, dass die Minutemen wirklich was gegen Synths haben? Vor allem wüssten die es ja gar nicht, wenn denen einfach ein paar Synths der 3. Generation untergejubelt werden. Aber ist das wirklich so, dass die überhaupt wirklich so ein Problem mit denen haben? Wird das thematisiert? Wüsste ich jetzt gar nicht. Kann sein, dass es da einen Dialog gibt, den ich gar nicht weiß. Aber ja.
Na, und bei der Brotherhood of Steel ist es halt so eine Sache, ja, ist von mir aus alles okay, aber ich finde, es passt eben nicht zu der Fraktion, wie sie eigentlich in allen anderen Teilen dargestellt wird. Und ich meine, ja, es ist eine Splittergruppe quasi, ein Außenposten, der jetzt von Arthur Maxon unter neuer Führung geleitet wird. Es ist trotzdem uncharakteristisch für die Brotherhood of Steel. Finde ich komisch, aber gut. Leute, jetzt gucke ich auf die Uhr. Es ist 20:20 Uhr. Ich habe hier noch, hätte ich ja vorher schon angekündigt, 100 Fragen. Oh Gott, es sind sogar 200 Fragen von einer Seite, die heißt Conversation Starter World. 200 Fragen, um jemanden kennenzulernen. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich witzige Idee, dass ich das mit euch gemeinsam mache, dass wir einfach die 200 Fragen durchgehen und ich beantworte die, ihr beantwortet die im Chat und wir lernen uns alle besser kennen. Ich glaube, das könnte ziemlich lustig werden, aber das fange ich jetzt heute, glaube ich, nicht mehr an. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass das sehr viel länger dauert als irgendwie 20 Minuten oder eine halbe Stunde, die ich jetzt heute eigentlich noch streamen wollte. Und deswegen würde ich fast unverschämterweise sagen, dass wir für heute Schluss machen, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch gar keinen Plan habe, was wir sonst noch machen. Und beim nächsten Mal machen wir dann die 200 Fragen. Und mal gucken, was noch. Weiß ich noch nicht. Naja, wie immer, aber auch an euch nochmal die Aufforderung, wenn ihr coole Videovorschläge habt, wenn ihr irgendwas, oder auch so wie jetzt die 200 Fragen, irgendwelche Browserspiele, irgendwas Lustiges, was man so im Chat machen könnte, das ihr gerne mal mit uns hier machen wollt, dann schaut gerne auf unserem Discord-Server vorbei und schmeißt das am besten in die Gruppe. Haben wir nicht eine Feedback und Ideen relativ weit unten im Feedback-System? Da schmeißt bitte eure Vorschläge einfach rein. Dann gucke ich mir das an und dann gucken wir das vielleicht gemeinsam im nächsten oder übernächsten Stream. Cooli. Xenonauts Lore-Video. Ich bin nicht abgeneigt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde es cool, aber ich befürchte, dass das niemand gucken wird, außer du und ich. Nur wir zwei, das Vieh. Nur wir zwei, sonst niemand. Na schön, Leute. Dann raiden wir jetzt wirklich mal bei Let's Play History rein. Ich kenne den nicht, aber wenn Tastenhauer bei dem reinschaut, dann ist der bestimmt in Ordnung. Und dann schauen wir uns mal Checked Alliance 3 an. Das interessiert mich nämlich tatsächlich. Und außerdem hat der gerade nur einen einzigen Zuschauer, wahrscheinlich den Tastenhauer. Das sagen wir jetzt mal Hallo. Wir sind jetzt auch nicht super viele, aber da würde er sich bestimmt freuen. Und dann schauen wir mal, was das für einer ist, würde ich sagen. Gucken wir mal rein bei dem. Checked Alliance 2 war ja schon sehr, sehr cool.